Ja. Genau. Okay. Genau. André, du wirst das einmal Ich ganz muss immer kurz, ehrlich sagen, ich war in erklären. Schweden, der Geruf, wir haben da einen Kommentar bekommen, auch danke übrigens, Shoutout, super, ich schaue mir da das Ganze an und ich denke mir, holy shit, was da passiert. Habe dann sofort das Buch gekauft, Skinwalker Ranch, worauf das Ganze irgendwie von Green Street ein bisschen passiert ist, sie waren alle schockiert und da gab es von Intercept einen Artikel 1990 von Clun, glaube ich, Clun war das, hat einen Bericht geschrieben und hat den lieben Luis Alessandro ja ziemlich diskreditiert. Der hat mit A-Tip nichts zu tun gehabt und so weiter und so fort. Und ich sage, hey, was? Warum tun sie ihn jetzt so durch den Kakao ziehen und total fertig machen? Also ich habe das Buch wirklich ein paar Stunden durchgelesen, mir alles angesehen. Da gibt es auch so eine Dokumentation und ich muss ehrlich sagen, zuerst war ich auch, ja, das ist da ist dran. Und dann habe ich mir die Dokumentation, die auch auf YouTube zu sehen ist, und wir werden das gar nicht verlinken, weil ich muss ehrlich sagen, ich fand das zu persönlich. Ich finde das total ungerechtfertigt, Alessandro gegenüber, der hat Sachen ausgepackt und das ist genau diese Schmierkampagne. Weil kein einziger auf die Informationen eingegangen ist, die wir haben, einfach Leute durch den Kakao ziehen, unabhängig davon, dann doch eigentlich scheißegal. Das Wichtige ist, dass wir wirklich super Informationen jetzt haben, dass wir im Kongress so weit sind, dass die eine öffentliche Hearing, den wir jetzt anschauen werden, dann auch haben. Okay, alles in a nutshell. Worum es geht es da? Es gab diesen Streit und die Problematik hatten wir auch am Anfang, wenn ihr die ersten Videos von uns ansieht. Das gibt ASAP, A-Tip und weil es das total typisch mehr amerikanisch, total viel Akronyme. Kennt sich am Ende keiner mehr aus. Kennt sich keiner aus. Ja, und nämlich der Witz ist, die kennen sich intern auch dann nicht mehr aus. Ja? Also ASAP war eben sozusagen genau das übergeordnete sozusagen Einheit, die damit beauftragt war, das Ganze zu untersuchen. Okay? Da war der Luis Alessandro anscheinend nicht oben mit dabei. Ja? Da war dieser, jetzt habe ich den Namen vergessen, das Buch mit so, wie heißt der wieder? Leute, es tut mir leid. Mikalski, irgendwas mit Ski. Ich habe jetzt plötzlich einen Shutout. Ich schaue es mir danach. Lakarski oder so ähnlich hat er geheißen. Der war der Chef. Ja. Auf jeden Fall. Tatsache ist, der liebe Sherwood auch von der Defense Department hat gesagt, nein, der Luis Alessandro war dort nicht dabei und so weiter und so fort und es gab widersprüchliche Geschichten. Tatsache ist, der Luis Alessandro hat eine Funktion dort gehabt. Tatsache ist, ob er jetzt Direktor war oder leitender Führer und so weiter. Tatsache ist, das Ding war sowieso irrsinnig klein. Da waren 4, 5 Leute. Das war jetzt nicht eine Reason Operation mit 200, 300 Leute. Tatsache ist, Luis Alessandro war damit maßgeblich beteiligt, die Information rauszubringen. Und die haben sie ja bestätigt. Die sind echt. Also Punkt aus. Der Rest interessiert mich nicht. Und dann irgendwie dieses Buch von Skinwalker Ranch da zu zitieren, und dann lese ich mir das ganze Buch dort und das Hauptargument war, na gut, man hat in ASAP auch den Wortlaut A-Tip verwendet, vor allem der Senator Harry Reid hat es verwendet, um eben, weil ASAP übergeordnet war und die haben sich halt mehr Sachen angesehen und A-Tip halt spezifisch mehr diese UAP, UFO-Phenomena. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, warum es den Luis Alessandro angeht. Ich würde viel mehr anschauen, what the fuck Entschuldigung, wir sind live, ich muss 8 geben. Was hat ein Bigelow gemacht? Mit 22 Millionen, das gesamte Geld ist dort rüber geflossen. Und ich habe mir das Ganze angesehen, sie haben das Geld nicht verwendet, das war der Auftrag. Der Auftrag war spezifisch Unidentified Flying Objects oder UAPs in dem Fall zu untersuchen. Das haben sie nicht gemacht. Die sind da auf einer Ranch rumgefahren. Ja. Dann habe ich mir, und das ist immer in Amerika das Problem, die versuchen dann mit allen Mitteln die Leute zu diskreditieren, mit wirklich Schmierkampagnen auf die ärgsten Art und Weise. Und diese Dokumentation über Luis Alessandro war wirklich so persönlich, auf so eine ungute Art und Weise. Das finde ich nicht okay. Das finde ich absolut nicht okay. Man muss das auch abwägen, was hat er im Positiven gemacht und
Mann, wenn du im Detail bei meinem Leben schaust oder deinem Leben schaust, da findet man auch Sachen. Da findet man wahrscheinlich auch das eine oder andere Leiche. Oh nein, Leiche bitte nicht. Oder wie sagt man da in Deutsch? Ein Skelett irgendwo im Vorgarten verbuddelt. Ja. Genau. Also das ist jetzt in der Nutshell, weil ihr könnt ruhig Fragen stellen. Ich habe mich ja wirklich mit der Thematik jetzt auseinandergesetzt. Wir werden uns das noch näher anschauen. Aber ich habe ja gestern eher schon gesagt, ich habe die Vermutung, dass er wahrscheinlich, der hat dieses ganze Skinwalker-Thema gesehen, hat sich gedacht, was für ein Blödsinn, aber das UFO-Thema war interessant. Und plötzlich hat er wahrscheinlich von anderen Abteilungen auch noch was bekommen. Dann wurde das Ganze eingestellt und er hat aber irgendwie insgeheim weitergemacht mit ein paar anderen. Und das hat er auch gesagt. Genau. Und da wird er wahrscheinlich dann halt irgendwas benutzt haben, intern, um dort an Daten zu kommen. Und das wird A-Tipp gewesen sein wahrscheinlich. Weil ASAP hat keiner ernst genommen. ASAP hat die Problematik, die haben einen Arbeitsauftrag gegeben. Bigelow, damals mit Bass, hat 11 Punkte rausgebracht, die sie bearbeiten wollten. Davon haben sie gesagt, 1 bis 4, 6, 9 und 11, das wollen wir haben. Das solltet ihr untersuchen. Und das war eben spezifisch mehr der UAP. Weshalb sie dann letztendlich zu Skinwalker Ranch gegangen sind und es dort gemacht hat, ist mir ein Rätsel. Warum dort das Geld ausgegeben worden ist ein Rätsel. Schaut euch diesen Chris Marks, der hat dort gearbeitet bei Bigelow auf der Ranch. Ich weiß, auch in den amerikanischen Medien steht er ziemlich schlecht da, weil seine damalige Freundin den Chris Marks aufgenommen hat, wie er ziemlich rassistische Sachen gesagt hat und das veröffentlicht hat und dann auch da die Schmierkampagne. Tatsache ist, der Chris Marks hat dort auf dem Bigelow Ranch gearbeitet und hat gesagt, da war niemand, da war keine hochtechnische Sachen und so weiter. Also im Buch steht, was sie alles gemacht haben. Und also diese ganze Widersprüche, das ist hin und her, es erscheint komisch. Tatsache ist, gesamt wissen wir nicht, was da überhaupt ein Beitrag geleistet worden ist, um in der Öffentlichkeit den Leuten irgendwie klarzumachen, was es mit den UAPs an sich hat. Der Luis Alessandro, Tatsache war, er ist nach außen gegangen, er hat es promoted, er hat Informationen rausgebracht. Das einzige Problem, was ich in der ganzen Geschichte sehe, ist diese Zusammenarbeit mit Tom DeLonge, mit der To the Stars Academy, TSA. Ja. Das ist einfach, das lässt einen komischen Beigeschmack. Dieses ganze Tom DeLonge-Thema und diese TTSA, das glaube ich, dass der Lou Alessandro ganz schnell und ganz dringend nach seiner ganzen Arbeit versucht hat, in die Öffentlichkeit zu kommen, damit man von der Bühne schnappen kann. Ja. Und da war die To the Stars Academy und die Follower, die Tom DeLonge hat, war die Kröte, die er fressen hat müssen. Ja. Naja, das Argument, was auch Tom DeLonge, glaube ich, bei Joey Rogan einmal gesagt hat, er ist sozusagen der Sprachrohr, weil die kein Sprachrohr haben. Was sollen sie machen? Einen Soldaten rausschicken und vor der Kamera und so weiter und das irgendwie versuchen zu erklären. Nein, wichtig ist aber natürlich, dass sie sich darauf konzentriert haben, fokussieren wir uns jetzt auf das, was wirklich Hand und Fuß hat, wo wir auch dabei sind. Der Fravor, alle die glaubwürdigen Sachen, der Graves, der Ryan Graves, alle die Leute, die wirklich sachliche Sachen uns gebracht haben. Ich stotter ein bisschen, weil ich schaue die ganze Zeit, ob hier jetzt das Ganze schon läuft, weil dann, no session video available. Ich hoffe, dass es sowieso funktioniert. Also da muss man auch ein bisschen Dankbarkeit zeigen, weil ohne ihn wären wir nicht da, wo wir sind. Ist ein Promotion-Campaign dahinter? Na klar, Leute, das ist wichtig. Wir müssen es der Mehrheit der Leute irgendwie auch näher bringen. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind die Minderheit. Ja. Und wir müssen da einfach gute Fakten haben. Und wenn wir mit dem ganzen Bullshit von Skinwalker Ranch daherkommen, ob es Bullshit ist oder nicht, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wir haben zwei Dinge. Ich meine, da greift man sich am Kopf, die ganzen Lichtorbs und Werwölfe und was war da noch so ein Dinosaurier in Form eines Bibers. Deswegen sage ich der Dino-Biber, dieser Duckbill Platypus, dieses Schnabeltierchen als Dinosaurier. Ich meine, den greifst du am Kopf und irgendwie hat das alles mit Bewusstsein zu tun. Okay, das können wir irgendwann mal bearbeiten, wenn wir die Mehrheit schon irgendwie mehr haben und das könnte irgendwie Wahrheitsgehalt haben. Ja. Konzentrieren wir uns auf die Sachen, die wirklich tatsächlich messbar sind, erforschbar sind und auch wahrscheinlich eine mögliche
ich will jetzt nicht Gefahr sagen, aber eine Möglichkeit haben, dass wir sagen, okay, das können wir recherchieren, warum sind die eigentlich da? Ich meine, das ist letztendlich die Frage. Ich meine, ist das Tourismus? Ist das, ein Fremdenverkehrsverein, die ja sozusagen, ich habe keine Ahnung. Ja, aber es ist alles sehr strange. Wir können noch in Detail gehen. Ich habe mir viele Notizen gemacht. Okay, mal schauen, was sich hier tut auf der Lifehouse.gov. No session video available. Ja, das sind Hunde. Die haben nämlich von 10 a.m. auf 9 a.m. Vorverschoben. Also das hat uns etwas nervös gemacht. Wir haben schauen müssen, ob alle Kabeln passen. Und dann haben wir geschaut, ob die Elektronik passt. Und beides funktioniert. Okay. Ich sehe leider die ganze Zeit, dass unsere Verbindung zwischen sehr gut und sehr schlecht wankt. Unsere Verbindung ist auch, Entschuldigung, ausschalten bitte. Unsere Verbindung ist auch eigentlich stabil. Nur bei YouTube scheint es doch mehrere Leute zu geben, die jetzt gerade anfangen eben zu streamen. Ja, ich schalte vielleicht hier das eine Teil aus, dass wir weniger Belastung weniger haben. Wird dann. Genau. Also ich sehe eure Fragen nicht. Die sehe nur ich, aber bisher kamen noch keine Fragen. Die ersten okay, wie geht's euch? Fangen wir so an. Genau, jeder soll einmal reinschreiben, wie es euch geht. Genau. Und welche Aliens würdet ihr euch wünschen? Die Greys, die Lizards, da schalte ich auch mein Internet aus. Es ist eher auf Standby. Super. Okay, ich bin total aufgeregt, Leute. Wir machen das zum ersten Mal. Wir werden jetzt Gedanken austauschen. Mal schauen, Mikrofon. Also zum ersten Mal live. Ich habe das Gefühl, das ist zum ersten Mal. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon ich rede. Aber das sagt meine Frau auch. Oh Gott, ich darf nicht meine. Ich hoffe, man hat unseren Streit vorher nicht mitgekriegt. Welchen Streit? Übrigens, kannst du mir mein Bier aufmachen? Achso, ja. Ich werde es versuchen. Du hast mir ja nur dieses Ding hier gegeben. Ja. Aber es wird irgendwie gehen. Du hast gesagt, das schaffst du. Ja, ich sehe schon, wie das ganze Bier, die ganze Elektronik und dann eine Rauchwolke und das war's. Geht schon. Bravo. So. Herrlich. Das brauchen wir. Genau. Black Magic. Das ist passender Titel passt zu unserem ganzen Equipment. Genau. Okay, dann reden wir vielleicht noch ein bisschen über die ganze Luis Alessandro-Geschichte, was Mr. Street von sich gegeben hat. Eine Enttäuschung liegt darin, dass auf offizieller Seite die meisten Leute gesagt haben, naja, der Luis Alessandro hat im weitesten Sinne mit ASAP nichts zu tun gehabt. Alright. Das ist aber dann, und der hat sich ein bisschen sozusagen hinters Licht geführt gefühlt, sagt man das? Ja, wie auch immer. Und letztendlich geht es ihm, und er war halt sehr enttäuscht und das wahrscheinlich alles, dass er nur sozusagen ein Heuchler ist, ein Lügner ist und so weiter und so fort. Ich finde die ganze Sache relativ problematisch, weil dann habe ich mir die Punkte angesehen, welche Tatsachen, da hat er auch dieses Buch zitiert von Ranch, das blenden wir vielleicht, achso, das können wir nicht einblenden, das ist ja live. Okay. Ich habe das auf dem Kindle, ich kann das nicht mal herzeigen. Du könntest das hier machen, aber es ist zu müde. Ich bin schon froh, ich bin nicht so technikaffin wie du, ich bin schon froh, wenn das Ganze hier mal läuft und ich mich darauf konzentrieren kann. Ja, und auf jeden Fall, es geht dann weiter, dass er dann auch die ganzen Sachen angeschaut hat und ja, die haben eigentlich die UFOs nicht so angesehen, wie er behauptet hat und ja, ich fand das eher ein Fremd. Damit habe ich das Buch mir sofort gekauft, Nacht von gestern auf heute, obwohl ich von Schweden zurückgekommen bin, ich habe nur 4 Stunden geschlafen und habe das trotzdem durchgelesen, mir dann noch angesehen und diese Dokumentation über Luis Alessandro. Kann ich euch nicht empfehlen, ich fand das echt scheiße. Es war fies. Total fies. Also unter der Gürtellinie, also das macht man wirklich nicht. Aber der Green Street, der war einfach frustriert aus ihm, weil er hatte das Gefühl, dass er irgendwie belogen worden ist oder hinter das Licht geführt worden ist. Ja, ist nicht irgendein Artikel, den er rausbringen wollte, dann plötzlich von einem anderen schnell veröffentlicht worden? Oder, ja. Black. Übergern. Herzkräftig. Gott, ich hoffe, ich frage das. Prost, mein Lieber. Cheers. Cheers, du trinkst gleich aus der Flasche. Hätte ich auch machen können. Prost. Prost, meine Lieben. Ja, er war frustriert, weil er hat vor 2-3 Jahren eben die ganze Sache untersucht.
Was ist ASAP, was ist ATIP, wie passt das alles zusammen? ATIP ist eigentlich entsprungen aus den Gedanken von Harry Reid, der auch eben erwähnt, das muss man auch ehrlicherweise sagen, der Harry Reid war einer der große Mitinitiator dieser ganzen Bewegung, jetzt mit ASAP, dass man die ganzen Sachen auch untersucht. Und der war sehr eng verbunden mit dem Luis Alessandro. Ich glaube, die waren auch gut, soweit ich das verstanden habe, hat auch in Briefen ihn erwähnt und hat ATIP auch erwähnt. Es war ein Synonym für eine untergeordnete Einheit, die auch später sich dann halt mehr auf die UAPs konzentriert haben. Warum? Es ist ein Bericht rausgekommen, der übersetzt worden ist von den Russen. Ich habe jetzt die Abkürzung vergessen, 227531009 oder sowas hat das in Russland geheißen. Tief, das hatte George Knapp damals in den 90er Jahren, als eben der Kommunismus zusammengebrochen ist und die UdSSR zusammengefallen ist, war er drüben und hat eben diese Dokumente von Russland mitgebracht, die wurden übersetzt und da ist ihm klar geworden, hat ein bisschen, da tut sich was in Russland, die untersuchen das und er hatte wirklich die Befürchtung, dass vielleicht die Chinesen, die Russen sich das mehr anschauen als die Amerikaner und hat somit die Initiative abgesehen und da war schon außerhalb sozusagen im Rollen, okay. Der Luis Alessandro war auch draußen mit die ASAP-Leute und hat mit denen gesprochen. Er war dort nicht direkt involviert, soweit ich es vom Buch verstanden habe. Okay. Er war bestimmt da in diesen ganzen ATIP-Sachen, die der Reid dann initiiert hat. Es wurde aber dann nicht mehr Geld lukriert. Da haben sich ja auch politisch viele Sachen sich geändert. Und, aber viel wesentlicher müssen wir jetzt einmal, let's take a step back. Was ist wirklich passiert in den letzten paar Monaten? Okay? Anfang 2022 hat der liebe Chris Mellon einen super Artikel geschrieben und hat ziemlich die US Navy angekreidet, dass sie überhaupt keine Information über die UAPs oder irgendwas irgendwie einen Beitrag geleistet haben. Haben wir auch schon darüber gesprochen. Total legitim und ich finde das auch total richtig. Es ist auch sehr interessant, dass der ehemalige Vorgesetzte vom der ihm scheinbar, und Louis hat auch vorher gesprochen, ihm das Leben schwer gemacht hat. Und das war der Gary Reid, nicht der Harry Reid, der Senator, sondern der Gary Reid. Und den haben es gestanzt. Okay. Interessanterweise ist es ja auch so, dass jetzt unmittelbar der liebe Luis Alessandro ein Buch rausbringen will. Und jetzt plötzlich diese ganze Kampagne. Also es passt mir einfach alles irgendwie total typisch, wie man das halt macht in Amerika. Man versucht mehrere Plus-Minus-Pole aufzubauen, dass die Information so eine Polarität erreicht, dass ich mir mit Klarheit sagen kann, was ist echt. Aber ich schaue das Ganze in der Distanz an. Tatsache ist, Fravor, Dietrich, TikTok, Ryan Graves und alle anderen Sichtungen 2017 bei Carolina, glaube ich, war das, Virginia, wo auch immer, die da mit auch unterwegs waren und täglich diese Sachen, die hat man gesehen, der Gimbal, alles, diese Radarfilme und so weiter. Und ich möchte auch etwas zurückgekommen, was uns aufgefallen ist. Diese ursprünglichen Videofilme, die wir gesehen haben über die Radardaten, wurde mit einem Handy aufgenommen und auch draußen sind sie rausgelaufen, haben das dann auch gefilmt und mit Nachsichtgeräten. Das wurde nicht von der Nimitz gefilmt, sondern von einem Viper-Team. Das ist natürlich sehr spannend. Wo sind die Informationen von der Nimitz und so weiter? Die sind nach Langley gegangen, Air Force Base. Die Informationen, klarerweise, von diesem ganzen Zeitraum sind weg. Da tut sich total viel. Also das ist wirklich total spannend. Jetzt, man muss auch verstehen, dass das ganze Apparatus in Amerika ist einfach riesig. Und es ist auch interessant, dass der Luis Alessandro meint, kürzlich jetzt in ein Interview mit Howard Hughes in Unexplained, das ist eine TV-Serie, glaube ich, in Amerika oder in England. Bin mir nicht sicher, ich habe es auf YouTube gesehen. Und der Luis Alessandro hat gesagt, die NASA wird bald mit Informationen rauskommen. Okay? Und mir ist schon klar, was da im Hintergrund passiert. Die NASA ist unter Druck. Warum? Weil die Space Force da ist. Und ich denke, ja, ich weiß, was du denkst, Netflix-Serie. Aber es geht auch da um Kohle, es geht um viel Geld. Und das ist natürlich ein Thema, das nicht aus den Fingern reißen lassen kann und das einfach alles rüber geschoben wird zur Space Force. Was natürlich interessant ist, dass die US Air Force überhaupt keinen Beitrag geleistet hat. Und ich erinnere euch daran, ich habe euch immer gesagt, dass die US quasi das war, aus der US Army
Force, also das war eigentlich eine Army-Base-Geschichte, ist unabhängig damals, so wie jetzt die Space Force kreiert worden ist, die US Air Force kreiert. Okay? Und die haben dann die ganzen Sachen bearbeitet. Die haben dieses Grudge und Blue Book und so weiter initiiert. Komischerweise von denen gar nichts. Die Metamaterialien, die ATIP und Valet und so weiter gehabt haben, haben sie weder bei der Navy noch, die haben es der Army gegeben zu untersuchen. Also man darf nicht vergessen, hier dahinter, da tut sich irgendetwas. Also mein Bauchgefühl sagt mir einfach, dass es hier massive Reibereien gibt. Es gibt Interessensvertretung, es geht um Kohle, es geht um Geld und ich sehe jetzt gerade Next Session in 2 Minutes and 19, 18. Okay, Leute, es fängt halt an. Ich mache jetzt den Bildschirm groß und ich überreiche the Commando an Uhura. Du schaust so aus. Zulu, ja, weißt du, Warp 5 so. Kommt. Okay, ich überreiche mal, weil ich werde mich dann hier konzentrieren, um euch einfach das ein bisschen zu erklären, was hier abgeht. Und vielleicht. Du gibst mir bitte ein Zeichen, wann ich den Ton vom Livestream hochfahren. Ja, ich glaube, das wird noch. Wir haben eine Minute, hat mein Leben noch nie so lange gebraucht. Das geht total langsam. Das dürfte das Internetverbindung sein. Aber auf jeden Fall, jetzt schaue ich mal, ist das alles okay? Gut, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie wir. Ich bin total aufgeregt. Alright. Ja, alle. Ich glaube, ihr wartet auch schon ziemlich gespannt darauf, dass das losgeht. Oh Gott, ihr habt den Streit mitbekommen. Ich sehe das jetzt. Ja, aber normalerweise schlagen wir uns. Ihr habt ja keine Ahnung. Ja. Wenn ihr sehen wollt, wie ein junger Mann einen alten Mann verprügelt, dann machen wir auch um einen Live-Session. Ich verprügel dich nicht, ich vernichte dich. Das glaube ich nicht, das schauen wir an. Okay, ich sehe Bala, Nikato, Kam, Matrix, Julia Matthias, Peace and Love, Doobie-Doo, Frankie Boy. Super, dass ihr alle dabei seid. Wie gesagt, ich schaue hier nur kurz durch. Jetzt ist gerade wieder die Verbindung etwas schlechter. Warten wir mal ein bisschen. Jo, Quatsch du mal. Ich muss hier ein bisschen was nachsehen. Ich habe nicht so viel zu erzählen wie du. Na, ich habe mir das Ganze ja auch angesehen mit dem Green Street und Green Vault und es hat mich doch ein bisschen geärgert. Aber das hast du auch schon gesagt, weil es so substanzlos ist. Ja klar, hat er irgendwo irgendwas herumlügen müssen, sonst wäre er ja nie so weit gekommen mit dem Ganzen. Ja, Lügen finde ich immer so ein hartes Wort. Ja, aber das ist das, was ihm unterstellt wird. Ja. Schon. Ich glaube, wenn man die Wahrheit ein bisschen sozusagen nicht so hundertprozentig wiedergibt, wie der eine es meint, dann ist es, oh, ich sehe das Kapitol, das ist aber schön. Gott, Play, bitte, funktioniert. Uns den Gefallen. Achso, Blödsinn, das ist ja ein wenn ich da auf den Bildschirm drücke, da wird sich nicht viel tun, das ist ein PC. Okay, ja, ich sehe eine Tür. Hintergrund, oder? Nein? Doch, da läuft Musik im Hintergrund. Ach Gott. Na, da auf dem Gerät irgendwo im Hintergrund. Mach mich nicht nervös. Das bin nicht ich, das bist wahrscheinlich du. Du schiebst es immer auf mich. Ach Gott, Leute, es ist schwierig mit mir. Da ist ein YouTube-Fenster noch offen. Nein, weil ich aus Sicherheitshalber mir diesen anderen CNET auch noch reingeladen habe, falls die Übertragung. Okay, den raus. Oh Gott. Alright. Okay, es geht los. Spannend. Oh Gott, die schauen so ernst aus. Ist das eine... Ja, aber auch da bricht auch gerade die Leitung Speaker's Rooms, Washington, D.C., May 17th, 2022. I hereby appoint the Honorable Paul Tonko to act as Speaker pro tempore on this day. Signed, Nancy Pelosi, Speaker of the House of Representatives. The prayer will be offered by Chaplain Kibben. Okay, machen Will wir you pray with me? Ich stelle es mal ein bisschen leiser. Jetzt geht das ganze Gequatsch schon wieder los. Die beten einmal. Also, ja, okay. Somit wird dieses UAP-Hearing genau 3 Minuten brauchen, weil wahrscheinlich 1 Stunde lang beten. Oh, es wäre jetzt witzig, wenn so ein paar blaue Orbs herumfliegen. Und so ein blauer Strahl runterkommt und beamt die ganzen weg. Genau, und beamt sie alle weg. Sie sind fort. Okay, gut. Heute was? Dass ich einmal sage, ich danke euch, dass ihr dabei seid. Tschüss.
27 Leute sind. Wow. Leitung brechen. Nee, also was ist zu erwarten heute? Der Luis Alessandro hat auch interessante alle abgegeben, aber meine Erwartung ist folgendermaßen, ist, dass sie werden den Ronald Moultrie und Scott Bray, der stellvertretende Direktor von Naval Intelligence, und der Moultrie ist der Defense for Intelligence and for Intelligence Chef, die werden halt Rede und Antwort stehen müssen. Und prinzipiell glaube ich einmal, es wird was offenbar. Ich hoffe es. Habe ich ehrlich gesagt weniger. Ich glaube, es wird eigentlich die Art und Weise, wie sie sich vorstellen, wie das Ganze soll, besprochen, Unterstützung brauchen, ob sie Geld brauchen und so weiter. Das ist ganz wesentlich. Sollten sie sagen, nein, wir brauchen keine Unterstützung, dürfen sie nicht das nächste Mal hinkommen und sagen, ich konnte nichts, weil ich das und das nicht hatte. Das wird nicht gehen. Also die werden jetzt Tacheles reden und einfach schauen, dass sie die richtige Information haben, und um weiterzukommen. Mal kurz rein, kannst du mich da ein bisschen wieder aktivieren, was die da sagen? Announces that when the two houses meet in a joint meeting to hear an address by His Excellency Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister of the Hellenic Republic, only the doors immediately opposite the speaker and those immediately to her left and her right will be open. No one will be allowed on the floor of the House who does not have the privilege of the floor of the House. Due to the large attendance that is anticipated, the rule regarding the privilege of the floor must be strictly enforced. Children of members will not be permitted on the floor. Was? Die Kinder dürfen dürfen dort nicht spielen? Warum nicht? Das sind doch alles Kinder. Okay, gut. Wir werden jetzt einfach nicht die Regeln gelesen. Stell dir vor, der muss jeden Tag die gleichen Regeln. So. Also das packt der Dings. Ja, die ganzen Rituale gehören halt dazu. Die eine telefoniert. Leider leckt unser Stream. The house is in recess subject to the call of the chair. Aha, der Sessel kann anrufen. Alright, okay, das bedeutet, die sind in recess. Wahrscheinlich wird im Hintergrund noch Sachen besprochen, die sie wahrscheinlich öffentlich noch nicht besprechen dürfen. Ich klicke mal schnell rüber zu was die sagen. Wenn ihr noch irgendwas anderes Interesse habt, noch weiter tiefergreifend über dieses, übrigens, ja, und noch weiter über Luis Alessandro, ehrlich gesagt, es ist wirklich so unwichtig. Ja. War nichts dabei, wo ich sagen könnte, alright, jetzt hat er sich in Knie geschossen, jetzt müssen wir den außen und loswerden. So, ich schaue noch einmal hier rein das wird vielleicht das ganze Netz hier zum Kollabieren bringen. Was sagt er? Wir haben Werbung, sehr schön. Okay. Nein. Weiß man, wie lange die Anhörung laufen wird, ist gerade die Frage. Rein theoretisch, wenn man den Fahrplan sieht, haben sie um 9 Uhr alles angesetzt. Also ich weiß es nicht. Vielleicht werden sie sagen, ja, das war's. Aber tendenziell, es kommt darauf an, wie viele Anwesende sind und wie viele Fragen gestellt wird. Also das kann auch Stunden brauchen. Mhm. Ich glaube aber, da ist das erste Hearing ist, wenn das ich glaube eine halbe Stunde, wenn überhaupt, dann oder eine Stunde, schätze ich. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, mehr als das wird es nicht werden. Aha, interessanterweise, da haben wir schon was auf Sinne. Vielleicht schaltet ein bisschen ein. Mr. Carson, der ist nicht unwichtig. Du musst Ton einschalten. Ton einschalten. Musst aber den anderen Ton vom anderen ausschalten. Den habe ich schon ausgeschaltet. Machst du es größer? Yeah. Thirdly, you need to show us, Congress, and the American public, whose imaginations you have captured. You are willing to follow the facts where they lead. You know, we fear sometimes that the DOD is focused more on emphasizing what it can explain, not investigating what it can't. I'm looking for you to assure us today
that all conclusions are on the table. One final note, we are mindful today that AIMSOG is not starting from scratch. This is the third version of this task force in DoD, and civil society groups like the Mutual UFO Network, Mr. Corbell and others have been collecting data on this issue for years. I hope you'll explain how you can leverage the knowledge and experience of our prior work on this matter to move the AIMSOG along. The last time Congress had a hearing on UAPs was half a century ago. I hope that it does not take 50 more years for Congress to hold another, because transparency is desperately needed. I now turn to Ranking Member Crawford for comments he'd like to make. Thank you, Mr. Chairman. Honorable Moultrie, Mr. Bray, thank you for coming here today. We appreciate it. To begin the open dialogue between Congress and the executive branch on this important topic. While this topic evokes creative imaginations of many, aside from all the hype and speculation, there are important underlying issues posed by UAPs. Despite the serious nature of this topic, I have to say I'm more interested in our understanding of Chinese and Russian hypersonic weapon development, or understanding why this administration was so slow to share actionable intelligence with the Ukrainians. However, inasmuch as this topic may help us better understand unknown activities of Russia and China, I am on board. The intelligence community has a serious duty to our taxpayers to prevent potential adversaries such as China and Russia from surprising us with unforeseen new technologies. As overseers of the intelligence community, this committee has an obligation to understand what you are doing to determine whether any UAPs are new technologies or not. And if they are, where are they coming from? In general, the IC spends much of its time and resources trying to understand what we call known unknowns. When it comes to foreign nations' weapons systems and sensors, known unknowns are those features that we don't fully understand yet. The challenge associated with UAP is that they are completely unknown and require a more expansive collection and analysis effort. The intelligence community must balance addressing known threats to our national security with preventing technical surprise. We must continue to follow the facts where they lead us and ensure that there are no technical surprises. The IC must take it seriously when there are credible observations of phenomena that seem to perform in ways that could pose a threat to safe flight operations, or that could be signs of a foreign adversary's attempt to develop a strategic technological surprise against the United States. It's also essential that our pilots and others feel they can report UAPs they observe without any stigma for doing so. Der liest jetzt eigentlich nur das vor, was wir eh schon wissen. Ja, der Crawford ist halt mehr, ja, UAP meinetwegen, er will mehr diese technische Aspekt, und Reporting wird wichtig sein. UAPs are new technologies being developed by foreign governments. We are inevitably going to run into classified information about what new systems and technologies we do know are in the works here or abroad. But where information does not risk national security, it should be shared with our allies and the public when feasible. I hope that we can have your assurance to this end today. It's my hope that the intelligence community will continue to try to determine the nature of UAPs we've observed, and will keep Congress fully apprised of all developments. I look forward to this hearing and continue dialogue. Hofft, dass in diesem Hearing die vergangenen UAPs erklärt werden. Das ist gut. Das wird spannend. Weißt du, wer reden wird? Ja, habe ich the Moultrie and the Bray. Scott Bray. Okay. Aerial phenomenon, and for your leadership on this issue. Holding a portion of our discussion today in open session is critical to the cause of transparency and openness, which was Congress's intent in authorizing and funding this new task force. The larger effort that is being undertaken to study and characterize UAP reports is an important step towards understanding these phenomenon, what we know and don't know. And I look forward to hearing more during both the open session and the closed setting about how DoD and the IC are undertaking that task. UAP reports have been around for decades, and yet we haven't had an orderly way for them to be reported without stigma and to be investigated. That needs to change. UAP reports need to be understood as a national security matter, and that message needs to go out across DoD, the IC, and the whole of the US government. Das trifft mich echt an. Wir reden noch über Reporting-Methoden. Ich meine, das sollte eigentlich heute schon klar sein. Ja, aber vor einem Jahr haben sie gesagt, dass 2014 oder 15 oder 17 haben die ja schon ein System eingestellt. Also das müsste eigentlich schon funktionieren. It is also the responsibility of our government and this panel to share as much as we can with the American people, since excessive secrecy only breeds distrust and speculation.
Schiff I look will forward to hearing how the dass es UAP sehr viel task force öffentlich is wird. being stood up, what challenges they still face, and how this committee can make sure the task force is able to shed light on one of the world's most enduring mysteries. I thank you gentlemen for your work, and Boah, be seine very Augen, bist du interested to deppert. hear what you have to say. To me, Bitte among schau the mich most nicht an. fascinating questions Die sind are these stechend. phenomena that we can measure. That is, instruments report there is something there. It is not the human eye confusing objects in the sky. There is something there, measurable by multiple instruments, and yet it Ganz seems wichtig, to was move er in jetzt sagt. directions Er that hat are gesagt, inconsistent man hat was with gemessen, what we know es ist of da, es ist physics jetzt or keine science, Illusion. more broadly. And that to me poses questions of tremendous interest and as well as potential national security. Also sie geben zu, dass sie was So we look gesehen forward haben, to auch da. hearing what Das you're ist able to ganz wichtig, report was to er us today sagt. in open session, and I want to thank Chairman Carson again Das for wird his jetzt extraordinary leadership on wird this gut. issue, and I yield back. Chairman yields back. Thank you. With Überraschend that, we will leer start our hearing. eigentlich. Undersecretary Moultrie, the floor is yours, sir. Thank you. Chairman Schiff, Committee Chairman Carson, Ranking Member Crawford, distinguished members of the subcommittee, it's a privilege to be here with you today to address your questions regarding unidentified aerial phenomenon, or UAP. Jetzt geht's I'm los. pleased to be joined by Mr. Scott Bray, the Deputy Director of Naval Intelligence, who will speak to the Navy's Unidentified Aerial Phenomenon Task Force, which laid the foundation for the efforts we will discuss today. First, I'd like to thank Congress for supporting the Department's UAP efforts. The NDAA for fiscal year 2022 has helped us to establish a dedicated office to oversee processes and procedures for the timely collection, processing, analysis, and reporting of UAP-related data. What are UAP? Put simply, UAP are airborne objects that, when encountered, cannot be immediately identified. However, it is the Department's contention that by combining appropriately structured collected data with rigorous scientific analysis, any object that we encounter can likely be isolated, characterized, identified, and if necessary, mitigated. We know that our service members have encountered unidentified aerial phenomena, and because UAPs pose potential flight safety and general security risk, we are committed to a focused effort to determine their origins. Our effort will include the thorough examination of adversarial platforms and potential breakthrough technologies, U.S. government or André commercial hat gerade platforms, ausgeschüttet. allied or partner systems, and other natural phenomena. We also understand that there has been a cultural stigma surrounding UAP. Our goal is to eliminate the stigma by fully incorporating our operators and mission personnel into a standardized data gathering process. That making Das haben wir vor einem Jahr UAP schon. a mission imperative will be instrumental to the effort's success. The Defense Intelligence and Security Enterprise provides real-time support to our warfighters and mission personnel across all domains. To optimize the Department's UAP work, we are establishing an office within the Office of the Secretary of Defense. That office's function is clear: to facilitate the identification of previously unknown or unidentified airborne objects in a methodical, logical, and standardized way. These goals will ensure that we are working closely with operational personnel on requirements, developing data and intelligence requirements, standardizing and integrating processes and procedures for collection, Bla, bla, operational bla. surveillance, analysis, and Ja, reporting. das stand vor einem Jahr. leveraging our research and Ich mache mir jetzt größere development Sorgen, was er capabilities to sagt. detection, Office of characterization, Defense. and Das bedeutet identification nicht, of dass wir UAPs, jemals was zu developing sehen mitigating bekommen werden. solutions and procedures, Aber and Leute, denkt dran, nächsten identifying Oktober strategy and müssen Sie einen policy Bericht solutions. vorlegen. Da This sind wir auch wieder effort live will dabei. maximize collaboration and build upon the existing relationships with the Office of the Director of National Intelligence, the FAA, and the FBI. We are also committed to strong partnerships with the Department of Energy, NOAA, the DEA, NASA, and the national labs, and just as importantly, our international partners and allies. With regard to the international auch. importance of Aber kein transparency, Wort von the Space Force. department is fully committed to the principle Oder of von der openness NASA. and accountability to the Das hat er American. erwähnt. Hat er erwähnt? However, we are also mindful of our obligation to protect sensitive sources and methods. Our goal is to strike that delicate balance, one that enables us to maintain the public's trust while preserving those capabilities that are vital to the support of our service personnel.
In closing, the department is committed to this effort and welcomes the challenge. We thank you for your committed support and look forward to your questions. Die werden spannend werden. Gut, jetzt kommt der Bray. Chairman Schiff, Chairman Carson, Ranking Member Crawford, and committee members, thank you very much for the opportunity to be here today to highlight the ongoing work of the Department of Defense regarding unidentified aerial phenomena. Since the early 2000s, we have seen an increasing number of unauthorized and or unidentified aircraft or objects in military-controlled training areas and training ranges and other designated airspace. Reports of sightings are frequent and continuing. We attribute this increase in reporting to a number of factors, including our work to destigmatize reporting, an increase in the number of new systems such as helicopters and unmanned aerial systems that are in airspace, identification of what we can classify as clutter, mylar balloons, and other types of air trash, and improvements in the capabilities of our various sensors to detect things in our airspace. Almost 2 years ago, in August of 2020, Deputy Secretary of Defense Nordquist directed the establishment of the Unidentified Aerial Phenomena Task Force within the Department of the Navy. The UAP Task Force was built on the foundation of the Navy's initial efforts to respond to the reports from our aviators on unidentified objects observed in our training ranges. The basic issues then and now are twofold. First, incursions in our training ranges by unidentified objects represent serious hazards to safety of flight. Ja, manche schreiben noch nichts Neues, da habt ihr alle recht. Wir hoffen, dass es besser wird. Aber wir können leider nur hoffen. Interessant wird es dann, wann die Fragen gestellt werden. Jetzt stecken wir mal sozusagen, was machen Sie, besser Equipment, mehr hinschauen, Data Collection, korrelieren, mit wem Sie zusammenarbeiten wollen und so weiter. Okay, Geduld, meine lieben Freunde. Wir versuchen nicht zu reden, weil vielleicht kommt was Spannendes. Genau. Und das fällt mir sehr schwer. Instituted a data-driven approach to the investigations where we could collect as much data as possible and use all available resources to analyze and make informed decisions on to address our findings. Our main objective was to transition from an anecdotal or narrative-based approach to a rigorous science and technology engineering-focused study. This data-driven approach requires input from a wide variety of sources. In the early stages, the task force worked to establish the reporting mechanisms and processes to make it as easy as possible for personnel to report any engagement so that we were getting that wide range of reporting that we need. We also spent considerable efforts engaging directly with our naval aviators, building relationships to help destigmatize the act of reporting sightings or encounters. And we worked with naval aviation leadership to provide additional equipment to record any encounter. Navy and Air Force crews now have step-by-step procedures for reporting on a UAP on their kneeboard in the cockpit. Hey Leute, vielleicht überlegt euch ein paar Fragen, die ihr gerne beantwortet wollt. Ja, das wären so Fragen, die euch richtig packt. Ja. Außer gibt es Roswell oder die Kamera sprechen. If you see something, also, you need to report it. And the message has been received. In fact, recently, I received a call from a senior naval aviator with over 2,000 flight hours. He called me personally from the flight line after landing to talk about an encounter that he had just experienced. Oh, wow. Okay. Those were just the initial steps. We also made a concerted effort to assemble subject matter experts from across the Department of Defense and the intelligence community and other U.S. government agencies and departments. We forged partnerships with the research, development, and acquisition communities, with industry partners, and with academic research labs, and we brought many allies and international partners into our discussions on UAP. Additionally, subject matter experts from a wide variety of fields, including physics, optics, metallurgy, meteorology, just to name a few, have been in to expand our understanding in areas where we may not have organic expertise. In short, we've endeavored to bring an all-hands-on-deck approach to better understand this phenomena. So what have we learned so far? Okay. Was haben wir bis jetzt gelernt? Any given observation may be fleeting or longer. It may be recorded or not. It may be observable by one or multiple assets. Ja. In short, there's rarely an easy answer. For example, let me share with you the first video that we have here today. Ein Video. Which shows an observation in real time. Jetzt kommt vielleicht was Neues. Ah, das war das von der Dietrich, wo man dann nur das Foto gesehen hat, oder?
Na, der wird jetzt sagen, das war ein Ballon. In many cases, that's all that a report may include. Okay. And in many other cases, we have far less than this. As we detailed in both the unclassified and classified versions of the preliminary assessment released by the Office of the Director of National Intelligence last June, this often limited amount of high-quality data and reporting hampers Ja, our aber das ability to liegt draw an firm denen, dass die conclusions nichts about the High Quality nature haben, or wenn intent sie... of the UAP. Ja, Entschuldige, der filmt mit seiner Kamera auf dem Flieger und der hat unten, weiß ich was für Technologie, das kann ja nicht Mit dem sein. iPhone. Mit einem iPhone kann mehr, ein 1000-Euro-Ding kann mehr als dieses 100.000. Ja, alright, hör mal zu. U.S. government or U.S. industry developmental programs, foreign adversary systems, or a other bin that allows for a holding bin of difficult cases and for the possibility of surprise and potential scientific discovery. Ich We finde stand der by those gut. initial results. Since the release of that preliminary report, the UAP Task Force database has now grown to contain approximately 400 reports. The Okay. stigma has been reduced. Also Sie haben schon 400 Reports sind eingereicht worden. For example, let me show In diesem you a einem couple Jahr. of, another video and image taken years apart in different areas. In this video, U.S. Navy personnel recorded what appears to be triangles, some flashing, recorded several years ago, off the coast Okay, of the das United kennen wir. States. Von Corbell. This was Das hat recorded der while the Corbell U.S. Navy geleakt, ship ja. Das war der observed Viper a Team. number of small unmanned aerial systems in the area. And importantly, the video was taken through night vision goggles with a single lens reflex camera. These remained unresolved for several years. Jetzt ist der Ton weg. Nein, ich glaube, der wartet nur. Die schauen sich das an. Das ist genau, wo ich gesagt habe, das war ein Viper-Team, das haben sie auf dem Radar gefilmt mit dem Handy. Dann ist er rausgelaufen, so aufgenommen, die Information Several years ist weg. later, and off a different coast, Einige US Jahre Navy später, personnel, again, woanders. in a swarm of unmanned aerial systems, and again through night vision goggles and an SLR camera, recorded this image. But this time, other U.S. Navy assets also observed unmanned aerial systems nearby. And we're now reasonably confident that these triangles correlate to unmanned aerial systems in the area. The triangular appearance is a result of light passing through the night vision goggles and then being recorded by an SLR camera. Okay, das ist, was der West gesagt hat, das hat mit der Linse zu tun. Identifiable. Ja. But, but this is a great Das sieht example aber of anders how aus. it takes considerable effort to understand what we're seeing in the examples that we are able to collect. In this example, we accumulated sufficient data from two similar encounters from two different time periods in two different geographic areas to help us draw these conclusions. That's not always the case, though. We recognize that that can be unsatisfying or insufficient in the eyes of many. This is a popular topic in our nation, with various theories as to what these objects may be and where they originate. By nature, we are all curious, and we seek to understand the unknown. And as a lifelong intelligence professional, I'm impatient. I want immediate explanations for this as much as anyone else. However, understanding can take significant time and effort. It's why we've endeavored to concentrate on this data-driven process to derive fact-based results. And given the nature of our business, national defense, we've had to sometimes be less forthcoming with information in open forums than many would hope. If UAP do indeed represent a potential threat to our security, then the capabilities, systems, processes, and sources we use to observe, record, study, or analyze these phenomena need to be classified at appropriate levels. We do not want potential adversaries to know exactly what we're able to see or understand, or how we come to the conclusions we make. Therefore, public disclosures must be carefully considered on a case-by-case basis. Das tut weh. So what's next? We're concentrating on a seamless transition to the new organization. Ich möchte noch zuhören und dann kommen wir darauf zurück. Issues of UAP issues will greatly benefit from the infrastructure, the process, and the procedures that we've developed to date. I'm confident that the task force, under Navy leadership, has forged a path forward that will allow us to anchor assessments in science and engineering via anecdotal evidence. We remain committed to that goal, as I know the USDI organization does as well.
So thank you very much for your interest and continuing support for the UAP Task Force. The team's made a lot of progress, but we really are just establishing the foundation for the more detailed analysis that's yet to be done. And with your continued support, we can sustain that momentum necessary. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht immer ganz so aufmerksam, weil ich da schaue, das kontrolliere. Er ist Zulu. Of this task force, and to be frank, one of Congress's concerns is that the executive branch in administration from both parties has been sweeping concerns about UAPs under the rug by focusing on events. Leute, ich werde nachher viel sagen. Ich kann jetzt nicht. What can you say to give the American people confidence that you aren't just focusing our attention on low-hanging fruit with easy explanations? Also er fragt jetzt, Congressman, I'll start and then gibt es, was können die sagen, damit sie nicht nur so ganz einfache Lösungen präsentieren? Thorough, standardized methodology in what we have in the past. First and foremost, the Secretary of Defense is chartering this effort. This is not someone lower in the Department of Defense. And he has assigned that task to the Office of Secretary of Defense, the Undersecretary for Intelligence and Security, that's me, because the Undersecretary for Intelligence and Security, that's me, because I'm responsible for looking at intelligence matters, I'm responsible for security matters. This is potentially both. So when you start concerning ourselves with the safety of our personnel, the safety of our installations and bases, there's no other higher priority than what we have than actually getting after this. And as you have stated, we have been assigned that task to actually stand up an office, the AIM-SOG, which I believe the name, sir, will likely change. But we have moved forward in terms of moving to establish that office. We have, as of this week, picked a director for that effort, a very established and accomplished individual. We've identified okay, ich kann jetzt kurz unterbrechen. Sehr interessant, was der andere vorher gesagt hat. Und das ist problematisch. Er muss aber darauf Acht geben, dass er mit den Informationen, die er rausgibt, nicht ihre Fähigkeiten kompromittiert und in der Öffentlichkeit zu viel sagt, damit alle anderen sehen können, wie sie die Sachen analysieren, die Daten bekommen und so weiter und so fort. Das ist bösartig. Das bedeutet, dass man nicht viel erfahren wird, weil natürlich dann wirst du wissen, wie sie die Sachen aufnehmen. Ja? Und das wollen sie nicht sagen. Also, über ihre eigene Technologie wollen sie schweigen. Genau. Zwinker, zwinker. Jetzt hat Carson gut gefragt, er hat Angst, dass sie einfach nur ganz einfache Sachen erklären werden. Und der hat jetzt nur gelabert, naja. Absolutely. So we're open to all hypotheses. We're open to any conclusions that we may encounter. Quickly, before I pass it to the ranking member and Chairman Schiff, I want to thank you both for taking the time, and I had a good time meeting with you last week, Director Moultrie, Undersecretary Moultrie. It's fair to say that you are a science fiction fan, is that correct? It is fair to say that I am an inquisitive mind who has spent 40 years in the intelligence field and has focused on both science and science fiction. That is fair. Could you tell us about it? Yeah, well, look, my generation grew up looking at space sagas and the Apollo program. So all of us who grew up in the 60s were just thrilled by watching our first astronaut land on the moon. That was a momentous occasion to people who were of different generations. Some of them didn't believe that it happened. I still have relatives and friends who don't believe it happened, right? Science fiction to them. But to us, it was, no, that's the progress that we've made. And so I was enthralled by that, and I've taken that to heart. I enjoy the challenge of what may be out there. I have mentioned to you that, yes, I have followed science fiction. I have gone to conventions, even. I'll say it on the record. Got to break the ice somehow. But, you know, I have done that, right? But there's nothing wrong with that. Don't necessarily dress up, but I do, you know, I do believe that it's important to show that the Department of Defense has, you know, we have character, and we're people just like you, just like the American people. We have our, okay. We have our, ich glaube, die Frage ist deswegen gekommen, weil der hat irgendjemand wird ihn durch den Dreck ziehen, weil er irgendwas mit Sci-Fi getan hat.
get them night and day. Warum diese Frage, das ist uns so lang, who gives a fuck? Ich meine, Star Wars hat er niedergesehen. Das bedeutet nicht, dass er jetzt irgendein Verrückter ist. Ja, aber das machen sie, das ist quasi eine Verhörmethode, die der gerade anwendet. Ich habe die Annahme, das können wir nachreden. Thank you, sir. Ranking Member Crawford. Mr. Melcher, you said you don't necessarily dress up. That wasn't a real strong statement. Gentlemen, thank you for being here today. We appreciate it. Der wird härter thank you, Mr. Melcher, for breaking the ice the way you did. Appreciate that. The inability to understand objects in our sensitive operating areas is tantamount to an intelligence failure that we certainly want to avoid. This is not about finding alien spacecraft, but about delivering dominant intelligence across the tactical, operational, and strategic spectrum. So my question is, how can AIMSOG lead to prevention of intelligence surprises? Sure, I'll start with that. So the goal of our effort is to integrate it into what we already do on a normal basis, which is look for the unknowns, Congressman, as you stated in your opening remarks, across all domains. So we've been doing this for decades. We've been looking at the space domain, looking at space objects, looking at space weather, looking at space phenomenon. We've been looking at things in the air domain, and we, as you know, and I'll talk more about this in classified session, but we have a very concerted effort to understand adversarial platforms and adversarial developmental programs. And we do that also in the ground domain. And of course, we're very interested in what happens in the underwater or sea domain, if you will, subsurface domain. So if there are objects that our aviators or air crews are encountering in this air domain, and their sensors are discovering or detecting some of these objects, we want to just bring that in to the normal process that we have for identifying unknown unknowns. We want to make sure we have the intelligence requirements that allow us not only to look at that event from the time that it occurs forward, but maybe retrospectively we want to go back and see genau, was Chris Mellon gesagt hat. To say, was there some developmental program that we, to get to your technical surprise issue, sir, that we should have known about? And if so, how do we put that intelligence requirement in place to ensure that we are following an adversarial development or any other development that may be out there? So that's what we want to do in terms of normalizing this and bringing it into the normal process of how we identify Russland, China, Österreich. So you mentioned fidelity, and I think it's important to talk about the relationship from the Navy as the lead agency on this. How do you interact with Space Force, Air Force to create that degree of fidelity? We're talking about sensors and so on, and I guess where I have some concerns that many of the images that we see commonly in this committee and even in open source, the resolution and the clarity that would allow a robust technical intelligence analysis is challenging. Warum? So is AIMSOG prepared to address the quality and quantity of data collected on UAP to advance intelligence collection? And do you have the adequate sensors you need to collect that high-quality data? One of the lines of effort that we have is looking at our sensor capabilities and to understand whether or not, as the video showed that Mr. Bray displayed, sometimes it's very fleeting data that we have on some of these objects. And we want to make sure that, one, our systems are calibrated to actually be able to collect on the objects. You know, our sensors today they're calibrated for specific things. We want to make sure they're calibrated for things of this nature, things of this size, things of this velocity, if I can use that term. We want to make sure that once we have that data is stored in some standardized method that we can then extract and that we can feed into our system real time. So we do not want this to take some prolonged period of time for us to get that data. But our goal is absolutely to have that high fidelity information that we get from all sensors, and we want to be able to integrate that with what we may have off of ground-based sensors. So whatever we may have on a platform, whatever we may have on the ground, whatever we may have from other sensors that we may have in different domains, we want to be able to integrate that all and get this integrated picture as we would, as I said, with any other unidentified objects or things that we are tracking as a part of our normal intelligence responsibilities. Thank you. Last question, Mr. Bray, if you would. I'm a Navy pilot. I've encountered a UAP. Walk me through the reporting protocol once I see something that I think needs reported.
The first thing that aviator would do after landing as a part of their normal debriefing is they would contact their intelligence officer. Their intelligence officer would then walk them through first filing data preservation to ensure that whatever sensor data may be on the aircraft, that we preserve that so that it's available for later analysis. Second, they would actually fill out a form that includes details like where they were operating, altitudes they were operating, speeds, what they observed, whatever sensor data they may have recorded from that. And then that report is filed. It goes two places. One, it goes through the operational chain of command, so that operational units are aware of what's being observed, and also through the UAP task force, so that they can take that data, database it, and quite often have individuals from the task force contact Das ist ganz the wichtig, was aviator, gesagt hat. and ask them additional questions if there were things that weren't clear in the report. That then goes into a database where we begin to compare it with other observations that we have, again, comparing for locations, comparing for altitudes, speeds, shapes, if any RF emissions were detected from the platform, all of that, so that we can try to reach some conclusions on that. Thank you. Yield back. Gentleman yields back. Chairman Schiff. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Bray, can you rerun that first image that looked like it was outside of a plane window? And if you wouldn't mind going up to the screen and tell us what we're seeing. Ich liebe den Schiff. Endlich eine gute Not Frage. necessarily tell us what we're seeing, but Right. explain what we should be looking at in that first image. Absolutely. And Alexi, what I'll ask is if you can stop it at a certain point. Sie gehen zurück zu dem ersten Bild. Er will das, okay, was sehen wir hier? Okay, zurück und festhalten. Ja. Das ist nicht dieser weiße Fleck, sondern man sieht dann, glaube ich, irgendwo seine Kugel vorbeiflitzen. Das ist sehr schwer zu sehen. Oh Gott, was haben... Ja gut, Microsoft, kein Wunder. Are we looking outside of a civilian aircraft window? Is that what we're looking at? Okay. Die schauen, das ist ein F-18. Die finden es jetzt nicht. Es ist gelöscht. Da war ein kleiner Punkt. Ich habe auch immer gedacht, das ist das, was man vorne sieht. Aber ihr werdet es wahrscheinlich entdeckt haben. Irgendwie rechts unten war so ein kleiner... Ja, da tut sich schwer, das zu finden. Das war ganz schnell, ganz schwierig zu identifizieren. Er braucht wahrscheinlich mehrere, der hat wahrscheinlich sehr wenige Frames per Second. Und er findet es nicht. Yep. Ich habe immer gesagt, die Aliens sind schon im Kongress. Die haben die Information schon gelöscht. Die haben das falsche Video. Da war's. Einer hat in Nicker gesagt, das ist in Wirklichkeit nur ein Frame. Deswegen ist es so schwierig zu finden. Der kann doch die Zeitlupe einschalten. Ach Gott. Ja. Georg, ich schicke dich hin. Die haben keine gescheiten Techniker dort. Na, echt nicht. Can you point to the screen again what we're supposed to be looking at? Der muss doch... Okay, man sieht hier die Zeit. Es ist alles in der gleichen Zeit, aber das ist ein Frame innerhalb diesen... Also ich glaube, das wird noch Stunden dauern, bis sie den einen Frame gefunden haben. Ich glaube auch. Leute. Hey, wow, 46 Leute sind dabei. Ja. Love you guys. Übrigens, like and subscribe. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Stop that frame. Ach Gott, ich hole mir noch ein Flaschel Bier, glaube ich, in der Wie du immer Zwischenzeit. sagst, das ist unser Kokain. Genau. Das Kokain des YouTubers. Ist like and subscribe. Okay, gut.
man sieht, das ist mir schon vorher aufgefallen, ich fand das eine super Farbe von Schiff, weil man sieht so einen weißen Fleck vorne, das ist es nicht, aber wenn man dann mit der Kamera weiter rechts, genau, jetzt da ist so genau so ein kleines Ding vorbeigeschossen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Er geht jetzt... So, da ist so ein Rahmen vom Fenster. Ja, genau. Nach dem Rahmen, kurz nachdem er den Rahmen verlässt, sieht man so ein kleines Kügelchen vorbeischießen. So. Da muss er jetzt richtig schnell sein. Jetzt eins, nochmal, noch ein bisschen. 1, 2, 3. Ja, na, er hat es wieder versäumt. Er kriegt das nicht hin. Okay, das ist jetzt schon fast lächerlich. Also. Bitte, Entschuldige, jetzt bin ich echt angefressen. Ist das alles, was die können, die Vollkoffer? Ich meine, jetzt bin ich angefressen. Ich meine, Entschuldige. Ich meine, dann habe ich keine Hoffnung, dass sie jemals was zeigen können. Das ist ja auch der Grund, warum der Zuckerberg immer wieder mit seinen Argumenten durchkommt, weil die null verstehen. Ahnung haben davon, was die da fragen. Ja, genau, da war's. Noch ein bisschen. So. In that area. Genau, da war's. And as they fly by it, they take a video. You see it looks reflective in this video, somewhat reflective, and it quickly passes by. Ja, schickt man denen schnell eine E-Mail, ich hole das. Schickt uns die Info. One of the phenomena that we can't ja, da war's. I do not have an explanation for what this specific object is. And is this one of the situations where it is, that's the object that we're looking at right there? Thank you. And is this a situation where it was observed by the pilot and it was also recorded by the aircraft's instruments? We'll talk about the multi-sensor part in a later session. Okay. But in this case, we have at least that. Okay. Later Session heißt dann, dass es wieder geheim ist. Also Sie haben auch was aufnehmen können und der hat das aufgenommen. The ODNI reported 144 UAPs between 2004 and 2021, 80% of which were recorded on multiple instruments. And I take it, with respect to some of those, you had a pilot seeing them if it was observed by a pilot, right, and you had multiple instruments recording it. So you really have 3 sensors, the human sensor and 2 technical sensors detecting the object. For the majority of incidents that we had in the last year's report, the majority had multi-sensor data. When I talk about the 400 reports that we have now, that number will certainly go down because a lot of those new reports that we have are actually historic reports that are narrative-based. So that percentage will go down just as a factor of the fact that the destigmatization has resulted in more narrative reports. And that's the object we're looking at right there now, right? That's it right there. Okay. Zeigen. Genau. Jetzt. Burschen, das ist last year's report also said that of those 144, 18 of them reportedly appear to exhibit unusual flight characteristics, appear to demonstrate advanced technology, and some of them appeared to remain stationary in winds aloft, move against the wind, maneuver abruptly, or move at considerable speed without discernible means of propulsion. That's pretty intriguing. And if you're able to answer this in this setting, are we aware of any foreign adversary capable of moving objects without any discernible means of propulsion? I think I would, without discernible means of propulsion, I would say that we're not aware of any adversary that can move an object without discernible means of propulsion. The question then becomes, in many of these cases where we don't have a discernible mean of propulsion in the data that we have, in some cases there is likely sensor artifacts that may be hiding some of that. There's certainly some degree of something that looks like signature management that we have seen from some of these UAP, but I would caution. I would simply say that there are a number of events in which we do not have an explanation. In which, and there are a small handful in which there are flight characteristics or signature management that we can't explain with the data that we have.
We'll continue. Those are obviously the ones that are of most interest to us. Earlier, when we asked about how you avoid technological surprise, the biggest way you avoid technological surprise is by collecting this type of data and by, importantly, calibrating the assumptions that you go into with how you do that analysis. I'll tell you, within the UAP task force, we have one basic assumption, and that is that generally speaking, our sensors operate as designed. And we make that assumption because many times these are multi-sensor collections. We make no assumptions about the origin of this or that there may or may not be some sort of technology that we don't understand. That's, I think, the key to avoiding technological surprises by calibrating those assumptions. And finally, with respect to the second two videos showing the small triangles, the hypothesis is that those are commercial drones that, because of the use of night vision goggles, appear like triangles. Is that the operating assessment? Some type of drone, some type of unmanned aerial system, and it is simply that light source resolves itself through the night vision goggles onto the SLR camera as a triangle. And have we, in order to prove that hypothesis, flown a drone and observed it with that same technology to see whether we can reproduce the effect? The UAP task force is aware of studies that have done that. Okay. Thank you, Mr. Chairman. I yield back. Gentleman yields back. Dr. Winstrup. Thank you, Mr. Chairman. Thank you all for being here. My first question is, through this process where there's been sightings, have the sightings been stationary, or have they always been sighted from a moving object, from a plane or a ship that may be moving? Have these reports ever come from a stationary object being observed in the sky? The UAP task force does have reports from reports from a stationary observer. Because there's a difference observing something when you're moving as well. It's physics, right? Super. Are we capable, or have we made any breakthroughs, or anyone made any breakthroughs to be able to cite something and make some determination at all of its composition, whether it's a solid or a gas? Is there any such capability? Not asking what, I'm just... Right. From some of the returns, I mean, it's clear that many of the observations we have are physical objects from the sensor data that we have. Sie fragen, Swamp Gas, ja oder nein? Well, ja. gas Nein, es ist hart. is a physical object. It can be, and so... Gas can be a physical object. You see where I'm going with this? I'm trying to determine what it is we're looking at, so if we can decide if something is a solid or a gas, and if there be any conclusion on its capabilities, like its capabilities of movement, of going, 180 degrees or 90-degree turn, anything along that line we've been able to determine. Within the, and again, I should point out that that there is not a single explanation for UAP. There are a lot of different things that are unidentified aerial phenomena. Basically, we really don't know much on that. That's all I'm trying to get at. And I'm pleased that you have protocol right now for our military, but are there any non-military reports coming forward of similar events, or is it all coming from military? The UAP has a very good working relationship with the FAA. They have very good working relationship with other parts of the U.S. government so that we can ingest reports from do we have any reports non-military? Yes. Okay, that's my question. And do we need to put out protocol for Wir werden darauf später eingehen. Do you think that would be appropriate and helpful? I think standardized reporting, without a doubt, is key to helping us get to ascertain what some of these are. I think it would be important as well. Do we? Was? Bei FFA gibt es noch kein standardized reporting system? The US Doch lächerlich. Had these experiences Ich verstehe das nicht. Is that correct? There are. That's correct. Is all of our allies, or is it allies and adversaries? What have we learned publicly? So some of that, I think, we'll save for closed session. Well, that goes to my next question. Publicly, have others made anything which would have to be considered closed? So I don't want you to answer what they've said necessarily.
have seen these. China has established its own version of a UAP task force, so clearly a number of countries have observations of things in the airspace that they can identify. And do we share data with some, with all? Are they sharing with us? We share data with some share data with us. But not necessarily all that have publicly reported? That's correct. Okay. And I think that's an important thing, and for the other session, actually, that we won't discuss that now, because obviously something like this can be a national security challenge for us, no doubt about it. If they're developed by an adversary through some breakthrough technology, they can be very disruptive to military actions, or at least serve as a distraction. So it would be careful who we share our data with, and don't necessarily trust some of the data we may get from someone else. And with that, I yield back. Gentleman yields back. Mr. Himes. Alle mit großer Thank you, Mr. Vorsicht. Chairman. Of this open hearing is to try to erode some of the stigma, which is to, in particular, our military men and women report really very serious, because should one of our adversaries have developed a technology that we don't know about it, we need to know about it yesterday. And obviously, any sort of stigma that prevents our military Schaut nicht aus wie der Präsident von Independence Day. National security threat. So I really just have two questions in the service of that goal. The first is, Chairman asked that we run that video again. Most people, when they see a video, we're all used to seeing things from a car, seeing things from a sidewalk. Very few people have the experience of observing something through night vision goggles at Mach 1.5. So talk for a minute about, if you would, whichever view is most appropriate, how radically different observation is at high speed in 3 dimension than it is for most of us who walk around and drive cars. So the first thing I think that's important to note about this is there are lots of things when you are moving very fast and an object is between you and a stationary reference like the ground, it gives a lot of different impressions about how something is or isn't moving. It actually means that it is a challenge, especially with narrative-based data, to get a lot of information on that. That's why the sensor data is so important, because things do happen very quickly, as you see there. And sometimes things that happen very quickly, something may be moving very slow. That aircraft is moving quite fast. How fast that object is moving that goes by is probably very slow. So I guess my point is that an observation, either a visual observation or a observation infrared or whatever, looks radically different than it does to most people. Even instruments and that sort of thing, it's a very unusual Independence Day. Those of us who are used to seeing things in 2 dimensions largely. And Will Smith. Second question. I think, Mr. Bray, you said something that I want to unpack a little bit. A number of these UAPs, you said, we can't explain. Again, in the service of sort of reducing speculation and conspiracy, we can't explain can range from a visual observation that was distant on a foggy night, we don't know what it is, to we've found an organic material that we can't identify, right? They're different worlds. So when you say we can't explain, give the public a little bit better sense of where on that spectrum of we can't explain we are. Are we holding materials, organic or inorganic, that we don't know about? Are we, picking up emanations that are something other than light, infrared, that could be deemed to be communications? Give us a sense for what you mean when you say we can't explain. Sure. When I say can't explain, I mean exactly as you described there, that there is a lot of information, like the video that we showed, which there's simply too little data to create a reasonable explanation. There are a small handful of cases in which we have more data that our analysis simply hasn't been able to fully pull together a picture of what happened. And those are the cases we talk about where we see some indications of flight characteristics or signatures
management that are not what we had expected. When it comes to material that we have no material. We detected no Keine Materialien. within the UAP task force that would suggest anything non-terrestrial in origin. So there's, when I say unexplained, I mean everything from too little data. It takes us. Again, we've made no assumptions about what this is or isn't. We're committed to understanding these, and so we'll go wherever that takes us. Thank you. That's helpful. And so I think it bears, when you say we can't explain, everything that you can't explain is in a bucket called data. Is that correct? And that would mean data collected by sensors, visual observation, that we can't explain is in a bucket called data. Im Wesentlichen A narrative report es ist wirklich spannend. From the early 2000s, if it just had a little bit of information on it, would be in our database and it would be unresolved. Also im Wesentlichen geht es darum, dass gefragt hat, naja, was meint mit unerklärlichen either on the event itself, the object itself, or insufficient data or plug-in with some other organization or agency that may have had something in that space at that time. So it's a data issue that we're Zwei Sachen. Im Wesentlichen, er fragt, was für Daten können wir nicht erklären, sind unerklärlich und wie ist es unerklärlich? Nur schwammig? Es gibt ein paar, da haben wir wenig Daten und andere Sachen, wo wir haben und es ist trotzdem unerklärlich. Ja? Und es kommt alles in ein Bucket hinein und der Moultrie hat dann gesagt, naja, wir müssen jetzt mehr die Daten korrelieren. Leute, das haben sie noch nicht gemacht. In other places that we have more recent projects, specifically ATIP. Could you describe any other initiatives that the DoD or DoD contractors have managed after Project Blue Book ended and prior to ATIP beginning? Super Frage. Was ist zwischen ATIP und Blue Book passiert? I can't speak to what may have predated Project Blue Book. Of course, there's Roswell and all these other things people have talked about over the years. I'm familiar with Blue Book. I'm familiar with ATIP. I haven't seen. Die müssen so viele Daten haben. Studies that have been done by DoD in that regard. So you're not aware of anything in between Project Blue Book and ATIP? I'm not aware of anything that's Es gibt keine Recherchen zwischen Blue Book brought to my attention. Und ATIP. Additionally, are you aware of any other DoD or DoD contract programs focused on UAPs from a technological engineering perspective? And by that I mean, are you aware of any technology initiatives focused on this topic other than initiatives focused on the individual case investigations? I'm not aware of any contractual programs that are focused on gibt keine Programme, die darauf fokussiert sind. This, other than what we are doing in the Navy Task Force and what we are about to launch in terms of our effort. Same question for you, Mr. Bray. Same answer, not aware of anything outside what we are doing in the UAP Task Force. So just to confirm, you're not aware of any technology or engineering resources that have been focused on these efforts besides what we've mentioned today? Once again, I'll say no contractual or Sehr schön ausgeredet. Es gibt keinen Vertrag mit irgendeiner außerstehenden Firma, die diese Technologie in dieser Art und Weise untersucht. Yeah, let me qualify it that way. I can't speak to what people may be looking at in the department. Somebody says, I'm looking at something that may be unidentified, and I can't speak to that. I speak to official programs that we have on the record. Es gibt keine offizielle Programme. It's also been reported that there have been UAP observed and interacting with and flying over sensitive military facilities, particularly, and not just ranges, but some facilities housing our strategic nuclear forces. One such incident allegedly occurred at Malmstrom Air Force Base, in which 10 of our nuclear ICBMs were rendered inoperable. At the same time, a glowing red orb was observed overhead. I'm not commenting on the accuracy of this. I'm simply asking you whether you're aware of it and whether you have any comment on the accuracy of that report. Let me pass that to Mr. Bray, if you've been looking at UAPs over the last 3 years. That data is not within the holdings of the UAP Task Force. Aha, diese Daten sind nicht in der Hand von der UAP. Und warum? Weil die US Air Force nichts preisgibt. Alle interkontinentalen per Gesetz ist das verfügt worden. So you've just seen informal stories, no official assessment that you've done or exists within DoD that you're aware of regarding the Malmstrom incident. Mir platzt dann gleich der Kragen, ehrlich. All I can speak to is, what's within my cognizance of the UAP Task Force, and we have not looked at that incident. Die haben nicht da reingeschaut. It's a pretty high-profile incident. I don't claim to be an expert on this, but that's out there. Super Frage, ich liebe den Typen.
you're the guys investigating it. I mean, who else is doing it? If something was officially brought to our attention, we would look at it. There are many things that are out there in the ether that aren't officially brought to our attention. So how would it have to be officially brought to your Wie attention? können wir, er hat gesagt, offiziell wurde das nie zu unserer Aufmerksamkeit gebracht. Es wurde noch nie offiziell ein Antrag gemacht, dass Sie sich das anschauen. We'd like you to look at this. But in terms of just tracking what may be in the media that says that something occurred at this time, at this place, there are probably a lot of leads that we would have to follow up on. I don't think we are resourced to do that right now. Well, I don't claim to be an authoritative figure, but for what it's worth, I would like you to look into it. And Sure. if for no other reason, you could dismiss it and say this is not worth wasting. Die haben das nicht angesehen, das glaubt And then keiner. finally, are you aware of a document that appeared around 2019, sometimes called the Admiral Wilson Memo or EW Notes Memo? Die Wilson-Memos, sehr wichtig. You're not. I'm not Was? personally aware of that. Okay. This is a document in which, again, I'm not commenting on the veracity. I was hoping you would help me with that, in which a former head of DIA claims to have had a conversation with the Dr. Eric Wilson and claims to have sort of been made aware of certain contractors or DoD programs that he tried to get fuller access to and was denied access to. In den So you're not aware of that. Wilson-Dokument geht es darum, dass er In nachgefragt my hat. 10 seconds remaining, then I guess I just would ask Mr. Chairman unanimous consent to enter that memo into the record. Dieses Memo wurde geschrieben, er hat nachgefragt und er hat keine Antworten bekommen. Und das geht gar nicht. Ja? Also die sind verpflichtet, was zu sagen. Also, thank you, Mr. Chair, and thank you to both of you for appearing today and for your wer hat public das über service. geheißen? First question is, Super Fragen. there have been no collisions between any U.S. assets in one of these Krishnamurti? correct? I love the guy. We have not had a collision. We've Name. had at least 11 near misses, though. And 11 near maybe misses. We'll talk about those 11 near misses or any place where there's close proximity. I assume, or tell me if I'm wrong, there's been no attempt, there's no communications or any kind of communication signals that emanate from those objects that we've detected, correct? That's correct. And have we attempted to communicate with those objects? Haben wir versucht, mit denen zu kommunizieren? Ja. So we don't even put out a alert saying, U.S. Identify yourself. You are, within our flight path or something like that. We haven't said anything like that. We've not put anything out like that. Generally speaking, for example, in the video that we showed earlier, Also 11 it appears close to be something encounters that is, und die haben nicht gesagt, hey, schleicht unmanned, euch. Appears Was? to be something that may or may not be in controlled flight, and so we've not attempted any communication with that. Okay, so, and I assume we've never discharged any armaments against a Haben wir drauf UAP, geschossen? correct? That's correct. How about das war wreckage? gelogen. Das war Have we gelogen. come Ja. across any wreckage of any kind of Hat man jemals was object Abgestürztes gefunden? that has now been examined by you? The UAP task force doesn't have any wreckage that isn't explainable, that isn't consistent with being of terrestrial origin. Do we have any sensors underwater to detect on Also, submerged kann man, UAPs? stop. Anything that Das is in the war ocean or in the super sea? mega Frage. Aussage. That would be more appropriately addressed Geile in closed Frage, ja. session, sir. Okay. I think one of the biggest questions Also, die haben was. that I have is Die haben was. we say with a lot of probability Da hat er we sich aber say gerade in den they, Arsch bissen, dass er das gesagt quote hat. unquote Ja, aber probably do represent Krishnamurti. physical objects, close quote. When we say probably, is that because we cannot conclusively say that they are physical objects? In the task force report, fragt, ob sie when I say wirklich feste probably Objekte sind. represent physical objects, most of them represent physical objects. There Die could be meisten some sind that are more physisch, of also a hart, also wie sagt man da? meteorological phenomena, something like that, that may not be a physical object in the sense that most people think of something you could go up and touch. But the ones where you say most of them represent physical objects, can you say that they are definitely, like with 100% Ich hätte certainty die that they Typen are vereidigt physical vorher. objects? Sind sie auch. I can say Sind with sie? certainty that a number of these are physical objects. Okay, sagt, die there- you meisten can't sind rule feste out that Objekte. Some of them may not be Physische physical objects. Objekte. Some certainly could be a sensor anomaly or something like that. Some could be. Now, how about with regard to UAPs,
we've talked about UAPs on training areas, but obviously there's some censor bias. I would think we put sensors in training areas. How about with regard to non-training areas? Do we track what's in open source and what civilians and others have tracked, and have we found similarities to what they've observed in terms of UAPs in non-training areas to the ones that are in training areas? Und hat man Ähnlichkeiten gefunden? The UAP task force has worked very hard to make sure the data set that we're working with is a data set that we have very good control over that data. So we have some partnerships with FAA so that we get some of that, so we get that reporting in. Hauptsächlich schauen sie sich nur Daten an, wo sie Kontrolle darüber haben, also eigene Daten. Or someone says that they saw something that generally does not make it into our database. So basically, it sounds like we have a good partnership with FAA, but apart from FAA, we don't have partnerships with other agencies or other entities that might be tracking so that we could enlarge our data set to make comparisons. So we will. So that's the goal of this next effort will be to expand that relationship with the Sie schauen, wie sie mehr Beziehungen aufbauen können mit anderen Einheiten, die auch Sachen in der Luft aufnehmen und die Daten dann korrelieren können. Aber sie schauen sich hier nur eigene Daten. I think that we might have a bias right now going on with regard to just reporting on UAPs being in training areas when we don't really track what's happening elsewhere. Last question, have our encounters with UAPs altered the development of either our offensive or defensive capabilities or even our sensor capabilities? Also, wie hat man darauf reagiert? Okay, gut, geheim. Ich wollte nur fragen, okay, haben wir etwas gemacht, technisch, um sozusagen defensiv, offensiv oder bei der Aufnahme etwas zu machen? Ich glaube, der hat jetzt gerade mehr gesagt, als er sagen wollte. Ich glaube ich auch. Has attracted a lot of interest in people that are curious about this hearing today. As we talk about, and I would say there's a lot of what I would call amateur interest groups that are involved in the UAP field. My question is, when there are unsubstantiated claims or manufactured claims of UAPs or kind of false information that's put out there, what are the consequences for people that are involved with that or groups that are involved with that? Fragt, ob es Konsequenzen gibt für falsche Informationen. So one of the concerns that we have is that there are a lot of individuals and groups that are putting information out there that could be considered to be somewhat self-serving. We're trying to do what's in the best interest of, one, the Department of Defense, and then two, what's in the best interest of the public, to ensure that we can put factual-based information back into the mainstream and back into the bloodstream of the reporting media that we have, so people understand what's there. It's important because we are attempting, as this hearing has drawn out, to understand, one, what may just be natural phenomenon, two, what may be sensor phenomenology or things that were happening with sensors, three, what may be legitimate counterintelligence threats to places that we have or bases or installations, or security threats to our platforms. And anything that diverts us off of what we have with the resources that have been allocated to us, send us off in these spurious chases and hunts that are just not helpful. Moultrie gibt sehr vage Informationen. To the undermining of the confidence that the Congress and the American people have that we are trying to get to the root cause of what's happening here, report on that, and then feed that back into our national security apparatus so we are able to protect the American people and our allies. So it is harmful, it is hurtful, but hopefully if we get more information out there, we'll start to lessen the impact of some of those spurious reports. So just taking that a step further, so that misinformation, false narratives, manufactured, so what are the consequences? Are there legal consequences? Are there examples that you can give us where people have been held accountable by this misinformation or disinformation? Wir wissen, ob I can't give you es Strafen gibt für Missinformation. Somebody's been legally held liable for putting something out Es wurde there, noch nie jemand angeklagt. Well, I guess what's the deterrent from people engaging in this activity? Wie kann man die Leute davon abhalten? I don't have Der that sagt, answer. hat keine Ahnung. That's something Es ist unmöglich, wie willst du es welcome machen? the dialogue Blöde with Frage. Congress
to talk about. Don't waste our time. Give some good questions. Legislate those What's laws with Roswell? What should be the legal ramifications? That Did Bob Lazar say the truth? Das will ich wissen. Accountable, whether it be citizens or information that might be injected. Kennt ihr Bob Lazar? Und wenn die sagen nein, dann glaube ich, würde ich die Session schließen und 2 neue suchen, die das machen. And in terms of DOD's review and analysis in this field, I mean, is there a standard in place when it comes to UAPs? I mean, is there any guidance you look to that's codified in law or otherwise within DOD that kind of sets out the standards for UAPs and what to look for? I think that's part of what the group that we're standing up now will be. Fragt, gibt es irgendwie einen Standard? For my organization, aber dazu sind die ja da. Standards that we have to come to you and work with you to actually put in place. Alter, die haben bis jetzt noch überhaupt keinen Standardparameter aufgebaut, wo die sagen, okay, da müssen wir hinschauen. Thank you. I'm going to follow on the line. Der Bray hat viel mehr preisgegeben. Gentlemen, what seems incredibly difficult for you is that there's 2 almost competing but different narratives. One is no one knows whether there's extraterrestrial life. It's a big universe, and it would be pretty presumptuous to have a hard and fast conclusion. And then if there is, it's not beyond the realm of possibility that there is some exploration coming here. And that underlies a lot of the reports you get. I think Mr. LaHood was asking about that. People think there must be extraterrestrial life, and it's not at all beyond the pale that there would be a visit here. Sagt, es ist durchaus sehr möglich, dass es Außerirdischen gibt. Responsibility to make sure that our national security is protected, and that if there are surveillance drones or active drones that can disable our systems, that has to be analyzed, has to be stopped. So how do you divide how do you separate your responsibilities where you get all these reports from folks who maybe in good faith, maybe not, believe that you should be investigating every possible extraterrestrial incident? I'll start with you, Mr. Moultrie. Sure, indeed, Congressman. Fragt, wie kann man erkennen, also wann ist ein Report wert zu recherchieren? As a part of this effort, really build out the relationship that we have with others, including NASA, and for the reasons that you just pointed out. So there are elements in our government that are engaged in looking for life in other places, and they have been doing that for decades. Right? They've been searching for extraterrestrial life. There are astrobiologists who have been doing this too. We're a part of that same government, and so our goal is not to potentially cover up something if we were to find something. It's to understand what may be out there. Die Antwort ist dämlich. Examine what it may mean for us, if there are any, from a defense perspective, any national security implications or ramifications. But then the work with organizations as appropriate, if it's a weather phenomenology with NOAA, if it's a potential for extraterrestrial life or an indication of extraterrestrial life, with someone like Für ihn stellt sich nicht die Frage, sind das Außerirdische oder nicht. Der ist von der Defense and Intelligence, der will wissen, okay, ist er Bedrohung oder nicht. We're going to have a classified briefing, and without going into the details of what kinds of secrets that we can't share here, what is it? What are we protecting? I don't know if you can answer this question in this open forum, but in fact, your perception of what it is we have to, quote, protect. So I think right now what's really important for us to protect is how we know certain things. So there are a lot of things that we know, whether it be about the thinking of other leaders around the world, the weapon systems that are being developed, or how we detect things that may be threats to us. Many of those things are the result of some of our most sensitive sources and methods, and we'll use those things not just for this effort, weil das über die Methoden, über die Analyse, die Geräte, die Maschinerie zu viel Aussagekraft geben würde. Aber die Frage wäre eigentlich besser gestellt werden, was kann er preisgeben? Was darf er der Öffentlichkeit preisgeben? Das wäre zum Beispiel eine gute Frage, nicht was er nicht sagen darf. We need to protect that because
This is something that we're looking at, but we're sure there are going to be other things that we'll look at in the future that will need those same sensors, we'll need those same sources and methods to help us do. So we're protecting the fact of that this nation has developed capabilities that enable us to know what threats to us, counter those threats before they become something of a national issue. Das wird eine Standardausrede sein. Wir dürfen nichts preisgeben, weil das würde über unsere Sensortechnik zu viel preisgeben. Gentlemen, beyond videos, is there a range of other information that the executive branch has that would be valuable to the American people while Gibt es weitere protecting sources and Informationen, methods, obviously? die öffentlich zugänglich Details of werden? individual encounters, including the time, place, and details of an encounter. And does the AIMSOG have a repeatable process for considering public release as part of the process? Chairman Carson, the and do you commit to building that process if it's not in place? The UAP task force, the security classification guide that the UAP task force has been operating under, that I approved, really was sources and methods and meant to protect any knowledge that an adversary intelligence entity may gain from under. Scheiße. Sagt, sowohl the source, also der die Information weitergibt, muss geschützt werden, und wie die Information gesammelt worden ist, muss auch geschützt werden. Okay, was dürfen Sie dann sagen? And preserve our warfighting advantage, because the U.S. military does train as it would fight. What I will commit to is, at least for that material that's under my authority as the Deputy Director of Naval Intelligence, for information that we have when it does not involve sources and methods, and when we can, with a reasonable degree of confidence, determine that it does not pose a foreign intelligence or national security threat, and it's within my authority to do so, I commit to declassifying that. So I believe very much in the transparency of this, and we work very hard to balance that with our national security needs. Ja, aber wie will er das balancieren? Er sagt, okay, solange the sources and methods, also die Methoden und wie sie es herausgefunden haben, dass keine... Er muss es ja eh nicht im Detail erklären, welcher Sensor wie funktioniert. Ja, die Frage ist, was werden sie preisgeben und wie? You have our commitment to work closely with the Director of National Intelligence and others in the declassification and downgrading of intel apparatus to ensure that we can get Intelligence Service, Naval Intelligence Service, die werden jetzt sagen, Kumbaya, da ist die Information. Ranking Member Crawford. Thank you, Mr. Chairman. Representative Stefanik is en route, I believe, just real quickly, but in the interim, if you'll indulge me, I just have a couple of real small questions. One is, do we have an example? Can you cite a specific example of an object that can't be explained as having been human-made or natural? Ein Beispiel, das wir nicht erklären können, das von Menschen gemacht worden ist. The example that I would say that is still unresolved, that I think everyone understands well, is the 2004 incident from Nimitz. We have data on that, and it simply remains unresolved. Does it resolve to being something that is easily explainable or difficult? Or well, obviously it resolves to being something that is difficult to explain. But I can't point to something that definitively was not man-made, but I can point to a number of examples in which remain unresolved. Gotcha. With regard to videos that have appeared in open source channels, for example, the Tic Tac video, does AIMSOG maintain control of videos, and how do you prevent leaks of potentially classified videos or other material? So the AIMSOG, as we establish that organization, we will have a process for classified and compartmented holdings, and we will find a way of getting positive control of those. We have our sensitive access programs and special access programs that allow us. Also ich möchte nur hier auf einen Kommentar eingehen. Kurz, jemand hat gefragt, Del Riot, warum man Institutionen, die uns schon tausendmal belogen haben. Ja, das ist eine gute Frage, aber besser als nichts, sage ich nur drauf. Es ist schon viel mehr, als was in Europa passiert oder sonst wo. A DoD database or a DoD holding and then have so many wrappers around it, it's not available
to those who really need to look at it and to exploit it. And that's one of the reasons that we're establishing relationships with the interagency, with the IC and others to be able to do that, sir. But we will do our best to maintain positive control over the materials Level 42, we have within our ein holdings. bisschen haben sie es verplappert. Level 42 war ein super Lied. Thank you, Mr. Chairman. Just going back to the 2021 report, you know, under the category of UAP appear to demonstrate advanced technology, those 18 incidents in which some of the UAP appear to remain stationary, winds aloft, move against the wind, maneuver abruptly, or move at considerable speed without discernible means of propulsion. It goes on to say, in a small number of cases, military aircraft systems processed radio frequency energy associated with UAP sightings. I couldn't tell from that whether that small number of cases was a part of the subset of 18, that is, among the 18 which appeared to move with unusual pattern or flight characteristics, did some of those also emit radio frequency energy? I would have to check with our UAP task force on that. Also fragt wegen den Reports. Letztes Jahr haben sie gesprochen, dass einige nicht nur komische Bewegungen gemacht haben, aber auch Radiowellen bzw. Frequenzen ausgestrahlt haben. RF emissions from were not behaving oddly otherwise. And the significance of measuring that radio frequency energy is what? That we suspect that this was some form of aircraft in which there were radio transmissions? The biggest thing that you're looking for there is any indication of an effort to jam whatever sensors that Sehr we gute may Frage. In den letzten Jahren in Report, da war diese Radiofrequenzen und er gefragt, ist das Kommunikation? Und er hat gesagt, naja, es kann auch sein, dass sie versucht haben, die Kommunikation zu hämmern, also die ganzen Sachen zu hämmern. The fact of emanations coming off of any platform, whether it be a UAV or another platform, could be radio frequency activity related to that entity transmitting out or something transmitting to that platform. And of course, we have a sensitivity with our airborne platforms of picking it up, which is one of the reasons that we try to prevent people from using their cell phones on airplanes and things like that. It's very sensitive to RF emanations. So that's a part of what we'll be looking at in the AIMSOG. What is this? Is this something that we can collect on, and can we start to characterize the signaling environment around? Okay, da gibt es irgendwelche Signale und die fragen sich, wie können wir sie aufnehmen und analysieren. That was recorded could be either an effort to jam, or it could be an effort to control a UAV. Schiff sagt gerade, okay, diese Radiowellen können dazu sein, um zu kommunizieren. I would say that's accurate. Um den F-18 oder den US-Flieger sozusagen in irgendeiner Art und Weise zu konfrontieren. The report makes clear one possible explanation for UAPs is that we are detecting U.S. aircraft, either secret air programs or even test prototypes. Frage, sind das geheime Projekte? I won't ask you in this setting, obviously, to describe any secret DoD programs. That said, I do want to make sure the U.S. government isn't chasing its own tail. Er fragt, Firstly, jagen wir da nicht unsere Sachen? repeatable process to check with compartmented programs about whether a UAP haben wir einen Prozess, das auch interne Bereiche zu schauen, ob das nicht unsere Sachen sind? Gott, das sind die nicht. Have the clearances and read-ons that they need to investigate all of these incidents. Wichtige Frage. Haben Sie die Erlaubnis auch zu untersuchen in jedem Are your questions to those Department? who are read on even being answered? So I'll start, and then I'll pass that to Mr. Bray. So we're very conscious of the potential blue-on-blue issue or U.S. on U.S., and so we've established with organizations and entities that that are potentially flying or developing platforms for their own interests, if you will. And our goal is to continue, and we have a repeatable process. I think we've had that process for some time, to deconflict activities that we may have to ensure that we are not potentially reporting on something that may be a developmental platform or a U.S. operational platform that is performing or performing a mission. So we will have that in place. We've already had. Also Sie haben Kontakte zu anderen Einheiten, die halt oder privat die Sachen untersuchen, selbstständig. Und
also with other elements of the Department of Defense, other elements of the government to ensure that there's as simple a way as possible to deconflict those. When we reference in the report, I should say that we were simply accounting for the fact that there could possibly be one or two data points. Es nicht der Kopf, die Füße sind. How are you all liaisoning with Space Command? Specifically, how are you partnering with the parts of the U.S. Space Command responsible for space domain awareness? And how, if at all, are you partnering with the Space Force to analyze UAPs? Sehr wichtig. Wie schaut es im Weltraum aus? The UAP task has a very good relationship with Space Force, as it does with the rest of defense. We have pulled analysts in from to ensure that themselves of that, as well as they may have that would be helpful. And Congressman, as you know, Space Force and Space Command, they have responsibility for space domain awareness. Space Domain Awareness einfach Überwachung des Weltraums. On board in terms of helping us plug into they have to have this interactive exchange. Was mich so ankotzt, die haben noch überhaupt kein System, da interaktiv miteinander zu arbeiten. Was ist nach 9/11 passiert? Das war innerhalb von ein paar Monaten ist das alles vorhanden. All right. With that, I want to thank you all for taking the time out. I also want to thank my colleagues on both sides of the aisle for participating in this very historical. Es tut mir leid wegen der Verbindung, das liegt nicht bei uns. Hearing. I think it's one of the few times we can demonstrate some degree of bipartisanship around UAPs and UFOs. So I love it. Appreciate it. Thank you. And we will see you all. We will recess this hearing for the moment and return in a closed session at noon. Also Leute, ich glaube, das war's. In Recess. Ja. Summa summarum. Ich werde das mal kurz durchgehen. Schiff Hut ab hat wahrscheinlich die ganz sensiblen Fragen gestellt unter Gallagher. Ganz super Fragen. Die Antworten gehen darauf hinaus, dass leider Gottes die primär darauf schauen, das sind natürlich Intelligence Services, dass die Methoden und die Apparatus, die das Ganze aufnehmen, nicht preisgegeben werden. Auch weiter gesagt, der Bray, das war der Intelligence Service Typ von der US Navy Agents, hat auch gesagt, naja, es wird wahrscheinlich nur, er versucht öffentlich sehr viel Preis zu geben, er wird auch sehr offen damit umgehen, aber es ist natürlich klar, dass er das sehr gefiltert nur preisgeben kann. Und das Schiff hat auch gefragt, haben die Materialien gefunden und untersucht? Nein, sie haben keine Materialien, aber da hat der liebe Bray ziemlich gestolpert und geschluckt und er hat das sehr, sehr klug umschrieben, womit wir beide, Georg und ich, kurz gelacht haben. Wie kann man die Materialien bewusst, ob es irdischen Ursprung war? Also, was sonst? Ja, okay, gut. Der eine, der Lahoud hat keine guten Fragen gestellt, muss ich ehrlich sagen, das war vergeudete Zeit. Ganz wichtig ist, dass das eine Video, das sehr oft kursiert worden ist, mit diesen Dreiecke, wo auch der Mick West gesagt hat, nein, das ist ein Linseneffekt, hat der Bray ganz gut erklärt. Die haben in zwei verschiedenen Bereichen, also zwei verschiedene Orten, eine von Louisiana, irgendwo anderes aufgenommen und haben das analysiert und sind zur Konklusion gekommen, das ist eher von der Linse, von den Infraroten, von den Aufnahmen und so weiter. Zu gewissen Punkt gebe ich Ihnen recht, aber das passiert nur in der Unschärfe. Man muss dazu sagen, diese Geräte oder diese Objektive, die wir nutzen, haben 3 Blendenlamellen. Deswegen ergeben die ein dreieckiges Bokeh. Ja? Also man nennt das die Bokeh Balls oder Bokeh. Ja? Und das hast du nur in der Unschärfe. Also wenn du jetzt aus fokussierst, ja,
dann hast du diese Bokeh-Kugeln, und die sehen halt dann dreieckig aus. Aber das war ja scharf, das war ja dorthin fokussiert. Das war fokussiert erstens. Zweitens, und darauf sind sie nicht gegangen, das eine war auf ein Schiff damals und die haben vorher das auf dem Radar, diesen Blip gesehen, aufgenommen, sind rausgekommen, haben das so aufgenommen und dann mit diesem Nachtsichtgerät. Okay, also die 3 Confirmations gehabt, nicht nur. Also da hätte ich schon nachgehabt, schon interessant gewesen, etwas ein bisschen mehr. Ein paar Fragen waren dabei. Die waren sehr gut. Waren ja, vage. Was mich sehr hat, wir wissen nicht, wir sind dabei, die ganzen sie miteinander zu verbinden. Reporting System, Entschuldigung, nicht einheitlich von FA Terrorist, alles mit. Also da bezweifle ich das mit ganz großer Ehrlichkeit. Dann auch die Frage, gibt es andere Untersuchungen nach Blue Book und zwischen Blue Book und ASAP und ATIP gab es zwischen, und er hat gesagt, nein, nicht, dass es bewusst gewesen wäre. Nothing contractual unter Vertrag. Weiterhin haben wir gefragt, ob andere Leute das versucht haben, innerhalb des Departments oder innerhalb des Militärs, nicht die unter Vertrag Contract. Das kann ich, das lasse ich nicht so leicht einreden. Ganz positiv ist natürlich, dass sie sagen, dass man natürlich sehr viele Daten hat, mit Sensorendaten, aber man noch immer ob es nicht innerhalb dieser ganzen auch sozusagen beziehungsweise die Sensorendaten, die man auf den Schiffen und Flugzeuge und so weiter trägt, nicht darauf ausgerichtet ist, um diese UAPs. Das hatten wir schon in 2 Jahren, haben sie genau und das hätten sie müssen. Was ihre Sensoren angeht, müssen sie ja nicht alles geben. Es reicht Radardaten oder das und das Bild. Kann man nicht machen. Nein. Haben. Also enttäuschend finde ich, dass sie reden sich aus, was hat die NASA gemacht? Die haben auch die Air Force sind sie überhaupt nicht angegangen. Das Naval Intelligence, wo ist das? Ja, die ganze Daten, dass sie sagen, sie wissen nicht dieses, wie hat das wieder geheißen, was Salsa erklärt hat, wo die UAP erschienen ist und die ausgeschaltet worden ist, davon wissen wir nichts, das haben wir nicht untersucht. Entschuldigung, das war die Hauptaufgabe, dass die dort aufgetreten sind, und das haben sie sich nicht angeschaut. Notfresse nicht. Das wäre die Punkt Nummer 1, dass sie. Ich bin gespannt, was die Abgeordneten später noch zu sagen haben, nach dem jetzt nicht öffentlichen Teil, der jetzt kommt. Das wird noch interessant. Was ich dann spannend finden würde, danach wird es bestimmt dann auch die ganzen Reporter Fragen stellen und so weiter und so fort. Das wird auch noch spannend. Sehr interessant ist, dass 400 Berichte wurden eingereicht. Na klar, viele kann man, was auch immer, und man darf nicht vergessen, die Berichte nicht von Leuten. Einer hat gefragt, das ist eine wesentliche Frage, Informationen von Stadt, Bereichen, die beobachtet haben. Das haben sie gesagt, ja. Dann hat er auch, man muss auch immer verstehen, dass wenn man fliegt, der eine fliegt schnell und das eine, wo sie sich so schwer getan haben, eine Kugel zu, wie sagt man das, aufzunehmen und festzuhalten, nicht so schnell geflogen, weil der war. Ja, aber Entschuldigung, ein Pilot, der wirklich tausende Stunden da oben in einem F-18, der kann irrsinnig viel. Schaut euch nur Chris Leto an, der beschreibt das ganz gut. Ein Pilot kann sehr. Da gibt es ein super Video von Graves, glaube ich, der auch Sichtungen gemacht hat und erklärt, wie das funktioniert und wie er das abschätzt und wie sozusagen kalkulieren irrsinnig viel im Kopf. Die müssen sehr schnell sein, sehr schnell geht, ja.
die haben dann sehr viel Erfahrung, dass sie es gut einschätzen können. Also ich würde das so ab acta legen. Die andere Problem, die ich in der ganzen Sache sehe, sie haben sehr wenig über die Technik auch verstehen. Gefragt, wie schon einen Schritt weiter, habt ihr was Neues? Nicht sagen, was. Ja. Neues, habt ihr New Capabilities, Dings. Was tun wir im Weltraum? Das hat der mit Space Force und die eben jetzt dazu beauftragt ist, den Weltraum auch sozusagen zu scannen und zu schauen, was los ist und so weiter, und dass sie auch Informationen eingesammelt haben, aber er ist nicht näher darauf eingegangen, ob sie was gefunden haben. Es wäre auch für mich interessant gewesen, hätte irgendjemand gefragt, naja, okay, von diesen eben von Nimitz und so weiter hat man ja davon gesprochen, dass die von oben runter geregnet ist, hat man von irgendjemand anderen auch noch Daten bekommen, dass es wirklich vom Weltraum runtergekommen ist, hat keiner gefragt. Das wäre natürlich auch sehr gut gewesen zu wissen, hat man das in irgendeiner Art und Weise tracken können. Ja? Und das ist auch, was der Chris... Alles weggeblieben. Das hat der Chris Mellon auch so sehr in seinen Artikel jetzt im Februar, glaube ich, war da haben wir auch schon einmal darüber gesprochen, sehr angekreidet, dass da einfach nicht rauskommt. Ich finde, es war schon einmal der erste Schritt. Ich bin auch gespannt, was jetzt der Lou Alessandro und der Mellon sagen werden. Die werden in den nächsten Tagen sicher... Die werden ja einen Kommentar, ich glaube, die werden sehr relativ zufrieden sein, dass zumindest ein Taskforce da ist, dass was getan wird, dass man zumindest jetzt schaut, dass FAA und das Militär eine ähnliche Art und Weise hat, Reports abzugeben. Ich meine, Entschuldigung, dass das noch nicht da ist, das frage ich mich. Im Wesentlichen hat der Murtley, der Leiter Gottes von Defense Intelligence, immer wieder das Gleiche gesagt. Ja, wir suchen Daten, wir versuchen sie zu korrelieren, wir suchen Systeme jetzt im Moment. Sie versuchen immer nur. Ja, sie versuchen. Das ist an und für sich relativ schockierend. Eigentlich weiß ich nicht, was schlimmer ist. Ja. Jetzt preiszugeben, was ich an Technologien habe, oder preiszugeben, dass ich inkompetent bin. Das ist schockierend für mich. Ja. Andererseits, die Kalibrierung scheint eine Problematik, die mir schon scheint. Der Murray hat dann irgendwie auch, Moultrie hat dann auch gesagt, ja, sie schauen auch andere Informationen an und versuchen jetzt auch die Daten von anderen Bereichen zu korrelieren. Und die Problematik liegt hauptsächlich darin, dass sozusagen eben, das wurde nicht geeicht auf dieses Phänomen. Und die Frage ist, gibt es sozusagen noch Datasets, weil das wird ja alles aufbehalten. Dann sieht man halt das eine Bild, aber man hat vielleicht das Infrarot oder was auch immer nicht angesehen. Und man muss jetzt mehr Daten, das sind natürlich Datenvolumen, das braucht natürlich viel Zeit und Geld, um das zu machen. Schockierenderweise habe ich das Gefühl auch, dass er auch gesagt hat, naja, wir sind eine sehr kleine Gruppe. Ja, da werden wir mehr brauchen als eine kleine Gruppe. Wenn wieder nur 5 Mann dran arbeiten, ist es eher lächerlich. Ja, es ist lächerlich. Ja, natürlich sind sie nicht, ich schaue jetzt nur kurz meine Notizen durch, gehe auch durch, gut. Ja, was sehr interessant war eigentlich der Prozess. Ich glaube, das Schiff hat das gefragt, wie läuft das eigentlich ab? Wenn du etwas siehst, also ein Pilot kommt zurück und versucht das jetzt in irgendeiner Art und Weise zu analysieren und zu dokumentieren, da muss er hingehen, er muss es einen Intelligence Officer geben, da gibt es ein Filing. Und da wird es interessant. Er muss natürlich, die ganzen Daten müssen preserviert werden, also nicht preserviert, wie sagt man auf Deutsch, gesichert werden. Und müssen zugänglich gemacht werden, was natürlich wesentlich ist, weil die meisten gehen verloren. Aber er hat nicht gesagt, welche Daten. Ja? Es wird dann ein Form ausgefüllt, wo waren was, wie gesehen worden, welche Sensorendaten, und dann geht die Information jetzt an 2 Plätzen. Eines an die UAP Task Force und die anderen an der Operational Chain of Command. Das bedeutet an die Leute, die jetzt unmittelbar an diesem Manöver beteiligt sind, damit die anderen auch Bescheid wissen, hey, pass auf, schaut es nochmal hin oder fliegt dort nicht rein und so weiter. Dann kommt das alles in eine Databank und das wird dann alles verglichen und dann kann man was damit anfangen. Zumindest habe ich hier das Gefühl, dass Informationen, wie man öfters hört, wie auch damals in den Nimitz, die ganzen Informationen nicht verloren geht. Ich sehe jetzt da, dass einige Sachen, Leute was
Ja, ich komme leider gar nicht dazu, alles zu lesen. Ja, ihr tippt ein bisschen zu schnell für uns, so schnell, als wir lesen können. Ja, ist es befriedigend? Ich meine, ich glaube, ich habe eigentlich nicht viel mehr erwartet als das im Moment. Ich hätte gehofft, dass vielleicht 1, 2 Videos oder Tatsachen rauskommen werden. Tatsache, dass sie zugegeben haben, ja, ganz verneint haben sie nicht die Tatsache, dass sie vielleicht etwas in den Händen haben. Es gibt 400 weitere Reports in einem Jahr, was wesentlich ist. Das ist schon viel mehr als die 144 oder was es war in den ersten Report. Das Zweite ist, dass natürlich sehr viele davon absolut unerklärlich sind. Er sprach dann von 11 sehr interessanten Sachen. Die Schwierigkeit liegt natürlich auch darin, sozusagen zu differenzieren zwischen denen, die sich halt irgendwie einen Namen machen wollen oder irgendwas zitieren und das, was sie aufnehmen können. Daher schauen Sie sich eher an die Informationen an, über die Sie Kontrolle haben. Ist ja eh klar, warum sollten Sie alles andere nachlaufen? Das übersteigt Ihr Pouvoir. Das war das, was der Moultrie auch gesagt hat. Naja, ja, klar, man kann nicht alles nachlaufen, weil da sind einfach zu viele Sachen drinnen. Alles, was ich glaube, man muss ein bisschen warten jetzt. Einfach. Ich glaube, man muss ein bisschen warten. Ich glaube, die große Schwierigkeit wird darin liegen, dass man natürlich jetzt die Datasets anschauen muss. Die Problematik, die ich habe, die Informationen, die sie sammeln werden, die für uns interessant wären, sind leider Gottes alles mit Sensoren und Techniken behaftet, mit denen sie überhaupt nichts preisgeben dürfen. Ja? Und dann wird es problematisch, weil dann werden wir wenig herausfinden. Also ich habe da mehr Hoffnung, dass der liebe Avi Loeb da mit seinem Galileo-Projekt mehr bewerkstelligen kann. Und schneller. Und dass wir da zumindest etwas in der Öffentlichkeit zu sehen bekommen werden als von denen. Tatsache ist, ich glaube Ende Oktober kommt der nächste Bericht, da müssen Sie den Kongress was vorlegen, genau. Und Sie müssen auch öffentlich was vorlegen. Da wird es interessant. Also ich hoffe, dass da ein bisschen mehr kommt. Es war für mich natürlich, ich habe sofort gewusst am Anfang, wo Sie 2 Videos zeigen, dass Sie das bringen, dass Sie ein bisschen die Öffentlichkeit befriedigen werden, aber ich habe genau gewusst, dass Sie eins bringen werden, das interessant ist und das andere ein bisschen, ja, wie auch immer, nicht so interessant sein wird und die das versuchen zu debunken die Dreiecke, obwohl ich mir da auch nicht hundertprozentig sicher bin, ob das jetzt so total die Conclusio zulässt, wie Sie es gesagt haben. Aber ja, okay, man muss diese Grotz so schlucken. Tatsache, das habe ich auch interessant gefunden, eine Frage war, gibt es andere Länder, die auch diese Sachen untersuchen? Sie wissen, dass China auch eine UAP Taskforce haben, eine ähnliche Geschichte. Das bedeutet, dass sie auch sowas sehen. Dann war natürlich sofort dann die Sage, wir müssen darauf Acht geben, welche Informationen wir bekommen und was wir geben, ja, und warum sollten wir Acht geben, auf welche Informationen wir bekommen, weil es kann auch Desinformation sein. Also sofort immer wieder diese Desinformationsgeschichte, das wird dann irrsinnig schwierig, dann irgendwie irgendwas Gescheites darauf zu sagen. Gibt es irgendwelche radikale Observationen wie Geschwindigkeit oder sonst irgendwas? Die Antwort kommt immer wieder darauf zurück, dass natürlich die Sensoren, man muss immer wieder die Sensoren anschauen. Es gibt Sensoren, die auch eingebaute Fehler haben, beziehungsweise nicht darauf kalibriert worden sind. Also es sind immer wieder diese 3, 4 Punkte, die sie immer wieder sagen, naja, da kann ich eigentlich ausreden. Ja. Dann die interessante Frage war, gibt es dann sozusagen diesen ganzen Spektrum an Daten, es gibt, wo wir wenig Daten haben und wo wir mehrere Daten haben, wie ist das gewichtet und so weiter und so fort, wo wir das irgendwie besser analysieren können. Und er hat gesagt, es gibt leider Gottes die Mehrheit der Sichtungen haben wir weniger Daten, da ist es ein bisschen schwammig, aber wir haben einige sehr gute Informationen und so weiter und so fort, aber es reicht noch nicht für ein komplettes Bild. Was natürlich auch, das ist eigentlich ein Wahnsinn nach all diesen Jahren. Seit 2004 zumindest bis heute. Ja. Da hat man nicht wirklich viel geschafft. Da hat man überhaupt nicht viel geschafft. Ich schaue mal kurz, habt ihr Fragen noch? Habe ich etwas übersehen? Wollt ihr noch? Hey, Leute, Fragen. Du musst darauf achten, wir sind immer 15 Sekunden hinten. Das ist ein bisschen ein Timeline. Warten, bis wir... Ja, okay, zumindest, alright, the rabbit hole went down, the rabbit hole of the House in Congress, wir haben mal gesehen. Ich war eigentlich überrascht, dass nicht mehr House-Members dort waren, die Fragen stellen, aber es kann auch, ich bin mir da nicht ganz sicher über den Ablauf, es kann auch durchaus sein, dass sozusagen eine begrenzte Anzahl an Leuten sind, die auch dann im Security Council dort
Also in Security Council ist ja nicht das ganze Haus, sondern es sind bestimmte Leute. Vielleicht waren das nur die und die treffen sich dann nachher in irgendein Skiff und quatschen dann noch einmal im Detail. Der Gallagher hat wirklich super sensitive Fragen gestellt und hat wirklich Druck gemacht. Ich habe das dann gleich live kommentiert, weil er war eigentlich, er und das Schiff haben wirklich die besten Fragen gestellt. Gibt es Materialien? Wie schaut es aus bei diesen ganzen Intercontinental Missiles? Habt ihr euch das angesehen und so weiter? Dass da nichts gekommen ist oder beziehungsweise so ein bisschen ausweichend geantwortet ist, sagt man ganz eindeutig, dass da sozusagen die Halbwahrheit gesagt worden ist. Sozusagen, sind davon gekommen. Wurde viel Druck aufgebaut von den Fragen? Definitiv nicht. Nicht wirklich. Nein, ich glaube, also, das wird jetzt passieren. Das wird passieren. Also die Fragen, die ich dich gestellt habe, das, was wir haben, gibt es schon korrelierend, da hat man das angesehen, von der Nimitz zum Beispiel, gibt es korrelierende Daten mit Space und so weiter und so fort, oder unter Wasser hat man noch mehr von Unterwasser-Evidenz, man weiß ja, das war unter Wasser. Ich hätte all diese Fragen gestellt, wissen wir mehr. Man wollte, glaube ich, nur jetzt einmal ein bisschen die wütende Meute zufriedenstellen. So ist es, vollkommen damit die Bevölkerung ein bisschen was erfährt. Genau. Und dann wird man darüber entscheiden, was man dann weitergeben wird. Und man wollte zumindest das Gefühl projizieren, Leute, wir machen was für euch, ja, und dies und das, ja. Bin ich zufrieden? Ein bisschen. Bin ich unzufrieden? Ein bisschen, ja. Ich hätte gehofft, dass zumindest eine Bombe platzt. Eine Bombe platzt. Ich hätte mir gewünscht und gesagt, ja, und da sind noch ein paar Fotos von Roswell und das ist das Alien, das wir gefunden haben und so weiter und so fort. Ja, und da ist die nächsten Tage ab. Das Buch von Lou Alessandro kommt ja auch noch. Das Buch von Lou Alessandro, auf das warte ich wirklich sehnsüchtig. Das wird ganz, ganz interessant werden. Aber ich glaube, er hat absichtlich gewartet und ich glaube auch, dass es erst wahrscheinlich vor Weihnachten kommen wird. Aus zwei Gründen, weil erstens mal ist es eine bessere Zeit, ein Buch zu verkaufen und ein bisschen Geld will er auch verdienen. Genau, und im Oktober kommt der zweite Bericht und ich glaube, er wartet ein bisschen, dass sie ein bisschen mehr auspacken, damit er auch ein bisschen mehr auspacken kann. Das steht einmal fest. Okay, liebe Leute, was habt ihr da? Habt ihr noch Fragen? Ich sehe, ihr lacht alle, das ist sehr schön. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Wir haben auch viel gelacht. Ja, es war lustig. Ich bin jetzt echt geschlaucht. Also wir haben jetzt 2 Stunden 14 schon auf der Uhr stehen. Oh, wow, super. Das ist schon relativ lang. Ja. Ich fühle mich ein bisschen ausgelaugt. Also, wenn wird der Stream archiviert? Ich nehme wohl an. Ja. Das können wir dann entscheiden, wenn wir da auf Stream beenden drücken. Aber so ganz genau weiß ich das ehrlich gesagt auch noch nicht. Ja, wir hätten mehr trinken können, das stimmt, aber ich habe mein halbes Bier ausgeschüttet, ich Depp, ja. Und wir müssen auch schon ziemlich dringend aufs Häusl. Ja, wir haben nämlich vorher auch schon ein Bier getrunken und ich glaube, das treibt ein bisschen. Also ich würde mal sagen, okay, machen wir noch 2 Minuten, falls noch Fragen kommen, stehe ich gerne zur Verfügung. Und sonst ziehen wir die Reißleine, damit wir unsere Blase entleeren können. Könnte ich den Gallagher? Ja, sicherlich kann ich ihn einladen, ob er kommen wird, bezweifle ich. Ich glaube nicht. Aber warum nicht? Weißt du was? Ich werde es versuchen. Ich habe so viele Leute schon angeschrieben. Warum nicht er? Ich meine, ich probiere es. Verspreche ich. Und? Hey Leute, tippt ein bisschen schneller. Ja, du musst immer Habt jetzt auch Lust auf Bier? Habt jetzt Lust auf Bier? Also, ja, sicherlich. Dann unbedingt eins trinken. Dann trinken, nicht zurückhalten, okay? Ja. Okay. Ich glaube, wir lassen wir ziehen die Reißleine. Leute, danke, dass ihr dabei wart. Ja. Wir werden das noch einmal machen, spätestens im Oktober, noch einmal bei der nächsten Hearing. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Wir werden noch einmal über Luis Alessandro eine separate Session bringen, weil das möchte ich in Detail bringen, weil was da gemacht worden ist, ist eine absolute Frechheit. Der Typ, egal was er ist, hat mehr bewirkt, als was er Schaden angerichtet hat. Ja. Ich danke auch, dass ihr euch bedankt. Und ja, knackt ein Bier. Love and Peace. Bis nächstes Mal. And subscribe. Ja, oh ja, übrigens. Klick, klick, klick. Alright? Ja. Take care. Bye. Bye.